So, und jetzt sind wir tatsächlich schon in unserer letzten wirklich großen Live-Session hier aus dem Studio angekommen, dem Finale der Utopie-Konferenz 21. 2, 3 Takte einfach so vom Mitnehmen. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, wie diese Dezentralität tatsächlich doch ein Stück weit aufgegangen ist. Also am Anfang war ja auch die Sorge, was passiert da tatsächlich und schaffen wir das? Das Gefühl von Gemeinschaft, was ja vor 3 Jahren mit 800 Leuten vor Ort noch ein ganz anderes war, auch ein Stück weit herzustellen. Da waren natürlich die Rückmeldungen jetzt unheimlich motivierend aus den dezentralen Camps. Ich fand es hier auch so lebendig, wie man das mit 60 Leuten in einem sehr großen Campus machen kann. Ich möchte noch mal auch ganz kurz sagen, wie viele Menschen eigentlich in der Technik dabei sind. Also wir haben irgendwie 50 Mitarbeitenden, Studierende und TechnikerInnen, die hier wirklich, also wenn man das umdrehen könnte, man sieht so eine ganze Reihe von Bildschirmen und Monitoren und Licht und Kameras. Großartig. An dieser Stelle, bevor es zu spät wird, auch da schon mal das Dankeschön wirklich für diese total großartige Unterstützung. Und jetzt sind wir in dem Abschluss eigentlich, wie verwandeln wir die 20er Jahre in ein utopisches Momentum? Und wir waren vorhin, finde ich, ganz spannend in diesem Basiscamp-Auswertung ja an den Punkten Selbstwirksamkeit und Umgang auch mit Angst. Und wie kommen wir aus der Analyse dessen, was geht, mit möglichst wenig Angst in das Neue, was entsteht. Und da, finde ich, haben wir jetzt eine ganz, ganz tolle Person zu Gast, mit Eva von Redeker, die sich ja eigentlich mit Widerstandsformen und vor allem für das Leben ja auch explizit auseinandergesetzt hat. Das heißt, wir haben das Für und Wider eigentlich in ihrer ganzen Forschung drin. Und Richard, ich glaube, du wolltest noch ein bisschen mehr vielleicht einleiten und dann Eva zu uns dazu holen. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wenn die spannende Frage, die wir hier zum Abschluss diskutieren wollen, ist die Frage, wie verwandeln wir die 20er Jahre in ein utopisches Momentum? Ja. Also die Frage ist, wie kommen wir, nachdem wir so viel wissen, so viel analysiert haben, so genau wissen oder zumindest genau zu wissen glauben, was alles schiefläuft in der Welt, sehr, sehr viele Ideen ausgebrütet haben. Es ist ja faszinierend auf der Konferenz gewesen, wie viele Menschen sich originelle Gedanken gemacht haben und sich auch mit Lösungsansätzen beschäftigt haben. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage nach dem Belastungscheck. Ja, also was sind tatsächlich gangbare Wege, die zu gesellschaftlichen Veränderungen führen? Und das soll uns am Ende beschäftigen. Und da freue ich mich, dass wir jetzt mit Eva von Redeker darüber reden können. Eva von Redeker hat ein faszinierendes Buch geschrieben, Revolution für das Leben. Und da geht es einerseits um ein Plädoyer für das Leben, auf der anderen Seite auch um eine, man kann sagen, ja doch gnadenlose Abrechnung mit dem Kapitalismus. Und da würde ich natürlich gerne wissen, ist das tatsächlich denkbar, dass wir auf absehbarer Zeit den Kapitalismus überwinden? Eva, glaubst du das? Ja, das glaube ich. Ich glaube, es ist leider auch denkbar, dass der Kapitalismus auf eine schlechte Art zusammenbricht. Ja? Also ich glaube schon, dass wir destabile Tendenzen und Erosionstendenzen sehen und ich glaube, da gibt es sozusagen Krisenmomente sehen und daraus gibt es einen guten und einen schlechten Weg und ich bin sozusagen nicht auf jeden, in jeder, also sozusagen um jeden Preis für den Knall. Ich glaube auch nicht, dass wir überwinden ist vielleicht ein zu starkes Wort. Man spricht ja in der Dialektik gern von aufheben. Ich glaube nicht, dass wir alles loswerden müssen, was wir jetzt haben und was wir im Kapitalismus entwickelt haben. Ich glaube, dass es darum geht, bestimmte Bausteine wirklich auszusortieren. Also zum Beispiel dieses gewaltförmige Mensch-Natur-Verhältnis, viele soziale Herrschaftsbeziehungen, die Abspaltung, die ständige Abspaltung von Müll, um Wert zu generieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht aufhört, wenn wir nicht sehr grundlegend die Wirtschaftsweise umbauen. Aber ganz viel kann auch bleiben. Es können sogar, also Märkte an sich sind kein Problem. Das Problem ist nur, wenn du die gesamte Gesellschaft also nach dem Modell des Marktes gestaltest und von Märkten regieren lässt. Also das Polanyi nennt das Marktgesellschaft. Ja. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, sich das Überwinden nicht als riesigen Kraftakt, sondern mehr als so ein spielerisches Neuarrangieren vorzustellen. Und dann, ja, ich meine, wenn wir ihn nicht überwinden, dann wird er sich weiter, was er ja zum Teil schon tut, auf krisenhafte Weise transformieren. Eben zum Beispiel hin zu ziemlich brachialen, zu spät kommenden Rationierungsregimen, die dann doch von der Politik
gefahren werden, wenn bestimmte Güter knapp werden, und zu der Art von quasi Planwirtschaft, die wir zum Teil haben durch staatliche Subventionen, die dann künstlich bestimmte Industrien, wie jetzt zum Beispiel kürzlich die Kohleindustrie, am Laufen halten, obwohl sie nach richtig kapitalistischen Prinzipien eigentlich schon gar nicht mehr so lukrativ wären. Oder eben die Art von Plattformkapitalismus, die eigentlich eine neue Form der Wirtschaft ist, in der es nicht mehr nur da geht es nicht um dieses Ausbeuten von Arbeitskraft zum Herstellen von Gütern, die sich für Profit verkaufen lassen, sondern da geht es um ein gleichzeitiges Generieren von Verfügungsmacht über Menschen und Profit und Verwertung. Und insofern, das Ding verändert sich ja. Wir können nur hoffen, dass wir es in die richtige Richtung verändern. Bevor ich die wichtige Frage klären muss, wer ist wir? Die, glaube ich, nicht ganz uninteressant daran ist, würde ich gerne aber vorher noch mal etwas genauer wissen. Also ich meine, wir haben jetzt eine Wahl, es kommt eine neue Regierung dran, vielleicht mit grüner Beteiligung. Und könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass eine deutsche Regierung mit der Autoindustrie nicht das macht, was man mit der Kohle gemacht hat? Also eine deutsche Regierung, die die Automobilindustrie aufgibt, weil man sagt, Auto ist eigentlich nicht das Fortbewegungsmittel des 21. Jahrhunderts. Wir werden euch nicht dauerhaft subventionieren, werden euch nicht weiter unterstützen. Ich meine, wir reden dann in Deutschland über 800.000 Arbeitsplätze. Insgesamt sind in der deutschsprachigen Raum 2 Millionen Menschen abhängig von der Automobilindustrie, auch Zulieferindustrie, chemische Industrie. Ist das überhaupt irgendwie vorstellbar, dass diese Regierung, die nächste oder die übernächste Regierung sagt, das ist eigentlich so ein Produkt, was wir eigentlich nicht mehr wirklich für sinnvoll halten und wir werden euch nicht subventionieren in eurem unter Umständen Jahrzehnte dauernden Erlöschungskampf? Na, also vorstellbar und wahrscheinlich sind ja zwei richtig unterschiedliche Sachen. Also vorstellbar, du hast es ja gerade ausgemalt, ja, ich sehe es sofort. Und ich meine, also die Arbeitsplätze, ganze Branchen strukturieren sich die ganze Zeit um. Ja, natürlich wird es da eine Transformation geben. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Arbeit hätten in der Gesellschaft. Vorstellbar, auch diese Transformation gut zu gestalten, ist es natürlich, dass das wahrscheinlich ist, dass das gelingt. Natürlich nicht. Also ich meine, es wäre ja Hanebüchen, hier zu sitzen und zu sagen, ja klar, die Grünen werden jetzt die Autoindustrie irgendwie zumachen, wie die Atomkraftwerke innerhalb von einer Legislaturperiode. Natürlich nicht. Aber wir als Bewegung für das Leben, als sozusagen zusammenkommende planetare sozusagen Hoffnung auf weniger Herrschaft und Zerstörung oder einfach altbacken gesagt, wir als gesellschaftliche Linke, müssen natürlich versuchen, so viel es geht, an Kraft und Macht zu mobilisieren, um in die Richtung zu wirken. Ich glaube nicht, dass das reicht, überhaupt nicht. Also, aber genau deshalb, das hält mich ja nicht davon ab, trotzdem weiter mir vorzustellen und auch zu versuchen zu vermitteln, was ich für richtig halte. Natürlich nicht, aber ich würde schon gerne mal so ungefähr wissen, wie viel Prozent der deutschen Wahlbevölkerung sind dieses Wir? 0,4 dieses Wir. Und ich halte aber, also ich erlebe immer wieder in allen möglichen Konstellationen und Gesprächen mit Leuten, die sehr, sehr andere Verläufe haben als ich, dass es eine große Ansprechbarkeit gibt, sobald man einen Gesprächsrahmen hat, der nicht von Misstrauen und Stress und Zeitverknappung gestaltet ist. Ja, also ich sehe, weißt du, neulich habe ich hier im Radio Brandenburg gequatscht, ruft mich mein Waschmaschinenmechaniker an, den habe ich seit 2 Jahren nicht gesehen und sagt, hey, ich wollte nur mal sagen, das fand ich alles so richtig und weißt du was, wen ich eigentlich noch besser finde als dich, das ist diese Maja Göppel, kennst du die eigentlich? Ja, also ich meine, wenn sozusagen geredet wird, was will die Bevölkerung da draußen, niemand stellt sich den Waschmaschinenmechaniker vor, ja, aber es gibt, glaube ich, eine große Einsicht, dass sich Sachen ohnehin ändern und dass manche Sachen auch verändert werden müssen, die aber getrübt ist durch die ja auch reale Erfahrung, immer wieder über den Tisch gezogen zu werden oder sich ständig in einer in einer Konkurrenz, in einer sogar Überlebenskampfsituation wiederzufinden, in der wer wünscht und Schwäche zeigt, und ich meine, sozusagen Sehnsucht haben ist auch schon Schwäche, am Ende den Kürzeren zieht. Und darum ist es für alle, gerade die sich öffentlicher zu äußern wagen, immer sicherer, Zynismus zu fahren. Aber jetzt
Nee, das war ein super Punkt, Eva, weil ich glaube ja nicht, dass du heute Morgen unbedingt zugehört hast und du hast so viele Begriffe gerade reingespielt, die wir heute Morgen schon mal hatten. Und ich würde das ganz gerne mal so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ja, ich wollte dass ihr erzählt, das war ja angekündigt. Mach mal. Nee, weil mindestens also eben gerade kam die Sehnsucht. Ne? Also das war heute Morgen auch das Thema, als wir mit Diana Kinnert diskutiert haben. Das wäre ganz spannend, wenn wir es schafften, das ist gerade unter der linken Position zusammengefasst. Ich habe das Gefühl, dass dadurch künstlich die Anzahl der Menschen, die eigentlich für bestimmte Dinge sind, klein gerechnet wird, weil wir mit diesen Kategorien uns den Blickwinkel auf das versperren, was vielleicht eigentlich möglich wäre als eine Gemeinsamkeit. Und das war eine der Punkte, die wir heute Morgen diskutiert haben, zu überlegen, was sind denn eigentlich auch, wenn wir sagen, wir stellen uns etwas in der Zukunft vor, ist das wirklich noch etwas bisher nicht Gelebtes oder ist das nicht eine Sehnsucht, die eigentlich auch schon in der Vergangenheit zum Heute geführt hat und dass wir immer wieder um ähnliche Dinge ringen und dieses Verbindliche, was vielleicht auch viele Menschen in sich tragen, doch auch eine Konstante sein kann. Und dann natürlich in der Art, wie man das jetzt genau in die Welt bringt und wie man genau verteilt, wie man genau organisiert, da wird es natürlich ein bisschen haariger, aber sich schon auch damit ein bisschen beruhigen zu können, dass das, was sich Menschen wünscht, denn um zu sagen, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich wertgeschätzt, also Wertschätzung, aber auch Selbstwirksamkeit waren so zentrale Begriffe. Und genau das, was du gerade ansprachst, unter welchen Bedingungen, also welche Prozesshaftigkeiten und welche Rahmenbedingungen erlaubt uns denn eigentlich oder erlauben uns eigentlich mit diesem Ganzen von uns einzutreten und auch mit der ganzen Mensch-Identität, die ich trage, Identität war ein anderer Begriff, auch in dem Prozess des Verhandelns, was kommt als Neues, mich aber auch gesehen fühle und respektiert und anerkannt fühle für das, was ich vielleicht auch im Gestern gewesen bin. Ne? Thema auch Kohlearbeiter, Identitäten etc. Und dieses dolle Suchen nach dem Alt, Neu, immer dieses Aufmachen von so zwei Kategorien, oft diese Übergänge vielleicht künstlich auch schwer macht. Und deshalb fände ich das total genial, wenn du da noch ein bisschen dran bliebest, an dem du gesagt hast, es gibt ein paar Sachen, die sollten wir sehr viel stärker machen und ein paar, da sollten wir wirklich sagen, damit sollten wir aufhören, weil damit kommen wir in diesen Moment von, wir können etwas entstehen lassen und etwas vergehen lassen. Und wer kann dann auch an welchem Teil mitmachen? So, weil das ist ja die andere spannende Frage. Es gibt ja eigentlich viel zu tun. Nicht nur einige Politiker, sondern viele. Ja, es gibt so viel zu tun. Mitmachen können alle und tun auch alle, ja. Du kannst dich ja nicht selbstständig, also du kannst ja nicht sagen, wir machen hier unser Ding und was der Rest macht, betrifft uns nicht mehr, ja. Sozusagen auch die nicht machen, wirken ja, also die aktiv sich dafür entscheiden, nichts zu tun, wirken ja trotzdem weiter, ja. Wir leben ja, wir reproduzieren bestimmte Muster und so weiter. Insofern gibt es immer auf einer Ebene sozusagen den gesamten Zusammenhang nicht mal nur der Menschen, sondern des Lebens auf dem Planeten, was irgendwie wirkt. Aber das mit dem Vorher und Nachher, ich finde, also in einer Hinsicht würde ich das alles sozusagen begeistert mitteilen, zu sagen, wir müssen jetzt schon was einüben. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von dem vorigen Buch. Das Neue ist immer das, was im Alten vorhanden, aber noch unentzifferbar, unkenntlich war. Ja? Das ist sogar in den wissenschaftlichen Revolutionen so, dass die neuen Paradigmen meist aus den vorigen Anomalien kommen. Aber das gilt es eben aufzuspüren. Ja? Und es gilt auch nicht darüber zu verzweifeln, dass man erstmal schwach ist oder auf der Seite derer, die verlieren. Man muss ja, wenn man sich eine Revolution wie einen Bürgerkrieg vorstellt, wo man die anderen besiegen muss, dann ist es schon verloren, ja, weil dann hast du sozusagen ein Gewaltszenario, das sich immer weiter fortsetzt. Insofern dieses Ausharren auf der Seite auch der Schwäche, aber eben der Sehnsucht, die im besten Fall sich innen auch wirkendes Begehren übersetzt und eine Tatkraft. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Moment. Und das fand ich jetzt also auch in den kurzen Beiträgen, die ich eben gehört habe, wunderschön so so entgegengebracht zu bekommen. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass man dann nicht, wenn es an Widerstände stößt, anfängt zu sagen, oh, dann hatten wir wohl nicht genug Sehnsucht, ja, sondern dann muss man sagen, oh, interessant, was ist denn hier jetzt der Mechanismus, der das unmöglich macht? Zum Beispiel, ja, wir wissen jetzt alle, Corona-Gesundheitskrise, Care-Arbeit muss aufgewertet werden und besser bezahlt werden. Der Streik des Pflegepersonals in Berlin ist gerade gerichtlich gestoppt worden, weil es eben sofort in den Notstand geht, wenn die Leute streiken im Krankenhaus. Aber
das ist ja kein Naturgesetz. Wenn man richtig viel Pflegepersonal hätte, richtig viel Sorgekompetenz in der Gesellschaft, dann könnte man da durchaus versuchen, auf einer Ebene Druck zu machen, vielleicht auch massiver sozusagen dann auf der Straße zu mobilisieren, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Aber wir leben eben gerade im Moment in ganz vielen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen so, dass nur das Laufen, also ohne Reserve, dass so die Grundversorgung irgendwie gesichert ist und natürlich auch auf einem welthistorisch und geografischen Vergleich sehr hohen Niveau. Aber wenn man denkt, was mit mehr Zeit und Zuwendung machbar wäre, ist es immer noch so wenig und es könnte so viel besser sein. Genau. Aber wenn man auf solche Widerstände stößt, dann lernt man ja was, über was sind die Gegenkräfte und was macht man jetzt mit seiner Utopie angesichts der sowohl sozusagen politischen Lagerbildung, der Verhöhnung, des faschistischen Zynismus und der veritablen Interessen von, also zum Beispiel einem zum Teil als privates Unternehmen geführten Krankenhauskonglomerat. Was macht man jetzt im nächsten Schritt, um das Ding anders zu strukturieren, damit es nicht mehr die Interessen hat, die unsere Sehnsucht eben Sehnsucht bleiben lassen und nicht Handlungsspielraum werden lassen. Und das finde ich, glaube ich, wichtig, um auch so Enttäuschungen vorzubeugen. Ja? Also natürlich, nur weil was man im Kleinen macht, ist die notwendige Bedingung. Ohne das gibt es keine neue andere Welt. Aber es ist nicht so, dass nur dadurch, dass man im Kleinen sich doller bemüht, dann auch der große Wandel gelingt, sondern dafür braucht es eben Macht und Umschlagmomente und Hebelwirkungen. Und ich meine, dass 120 Camps sich irgendwie zusammenkommen, ist ja schon genau so also da ist mehr als vorher da war. Das wird jetzt auch nicht den Ausgang der Wahl verändern, großartig, aber das ist ja auch historisch immer so gewesen, dass auch wenn sich viel geändert hat, es vorher so aussah, als geschehe es nicht. Also frag mal 30 Jahre vor der Französischen Revolution Leute, was die Menschenrechte sind, und ob sie das sinnvoll finden. Das Wort macht keinen Sinn, das versteht man nicht. Es ist nicht nur, dass man das für unwahrscheinlich hält, sondern das gibt die Vorstellung nicht. Und wir haben jetzt ja sogar schon die Vorstellungen. Ja, und ich meine, wie das dann aussieht, da sind wir uns ja sicher auch gar nicht einig, wie viel grüner Kapitalismus oder wie viel ganz andere bedürfnisorientierte Wirtschaft. Aber das überhaupt auszuprobieren, das wäre der hoffnungsvolle Weg oder der utopische. Also was du jetzt gerade sagst, ist ja mit anderen Worten das, was Hegel sagt, wenn er sagt, ist das Bewusstsein einmal revolutioniert, hält die Wirklichkeit nicht mehr stand. Das sage ich nicht, weil das Bewusstsein und die Wirklichkeit gar nicht auseinanderhalten würde. Und weil ich glaube, dass eine Revolution, also auch das Kleine ist nicht das Bewusstsein der Leute, sondern es ist auch das Tun der Leute. Also haben die Zeit, in ihrer Nachbarschaft solidarisch irgendwie ein paar sich auszuhelfen oder beäugen die sich missgünstig über den Zaun? Das ist ja nicht nur Bewusstsein, das ist ja auch Handeln und Tun. Und das ist auch eine Frage der Ressourcen, die jeder Einzelne hat. Aber sorry, ich würde ja auch Hegel so interpretieren, dass es bei ihm zusammenhängt. Insofern wahrscheinlich hast du doch recht. Okay. Ich denke schon, dass das gar nicht so weit entfernt ist von dem, was du eigentlich sagen willst, mit dem, was du gerade gesagt hast. Nun ist es so, wir werden eine Wahl haben und die Leute werden zu einem sehr, sehr erheblichen Teil einfach nach Sympathie wählen. Also entweder Parteien, die man schon immer gewählt hat, oder man wählt einfach nach Sympathie. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir einen großen Wahlkampf der Sachthemen führen. Es ist ja zum Beispiel interessant, dass die Union mit gar keinem Sachthema in die Wahl geht. Die SPD so auch verrückt. Mit keinem, wo ich sagen würde, das habe ich jetzt nicht schon mal so 100 Mal genauso von der SPD gehört. Also wir haben überhaupt keinen sachbezogenen Wahlkampf in einer Situation, wo wir ja vor gigantischen gesellschaftlichen Weichenstellungen sind. Und deswegen ist die Situation, in der wir ja uns im Augenblick befinden, absolut gespenstisch. Also du sprichst von Revolutionen, von notwendigen Umwälzungen, ein neues Verhältnis zur Natur, ein anders aufgebautes Wirtschaftssystem und so weiter. Und nirgendwo in der politischen Debatte, in einer Zeit, wo absolut dringlich über diese Dinge gesprochen werden müsste, wird über diese Dinge aktuell im Wahlkampf gesprochen. Was für ein Gefühl hinterlässt das bei dir? Naja, so ein bisschen das Gefühl von I told you so. Es ist halt wirklich ein Problem des Kapitalismus, dass er überhaupt bestimmte Positionen abfängt und gar nicht als Möglichkeiten artikulieren lässt. Und auch von einer sehr engen, repräsentativen, liberalen Parteiendemokratie, die unter anderem mit Unternehmensspenden finanziert ist und die in so einer Art Marketingisierung der Politik
verhaftet ist. Ja, ich finde, was du gesagt hast, die Beobachtung würde ich total teilen mit der Abwesenheit von Sachthemen. Und ich finde es interessanterweise gerade auf dem Land noch schlimmer als, ich hatte das Gefühl, in Berlin gibt es wenigstens so ein paar Plakate, wo irgendwas wie so Mieten runter oder sowas draufsteht. Hier auf dem Land, also ich bin neulich Sachsen modern denken und das macht dann die CDU. Also die machen alle sozusagen nur noch, die versuchen das Klischee oder das sozusagen den Schlamm, den sie denken, abkriegen zu werden. Also dass die CDU hat halt Angst, dass man ihnen sagt, sie sind irgendwie zu gestrig. Dem versuchen sie zu entgegnen, indem sie das Gegenteil sagen. Ja, genauso wenn die Grünen irgendwie sehr viel Zeit damit verwenden, zu sagen, sie werden nicht viele Verbote machen. Und jeder ist nur noch auf so einer Art defensiven Image-Politur beschäftigt. Aber ich würde sagen, Surprise, sie haben ja auch letztendlich alle mehr oder weniger dieselben Inhalte. Also keine Partei da steht für eine wirklich radikale ökologische Wende. Keine Partei steht auch nur für eine Verstaatlichung von bestimmten Infrastrukturen oder Vergesellschaftung, Dezentralisierung von den entscheidenden Infrastrukturen des Lebens. Also einfach sei es nur wirklich so Transport, Gesundheitswesen, Energieversorgung, weil das eben und irgendwie 100% Biolandwirtschaft. Dafür brauchst du den Kapitalismus nicht abschaffen. Das müsste man nur ein bisschen radikalere Politik machen. Und selbst diese Inhalte kann ich auch nirgendwo wählen. Insofern, klar gibt es da keine Sachthemen. Es ist eben auch ein sehr enges Spektrum, in dem diese Positionen... Kann das sein, dass wir jetzt nochmal durch 4 Jahre Stillstand durch müssen, um diese 4 Jahre Stillstand zu nutzen, um dann wirklich mit Energie diese Themen voranzutreiben? Gehört das vielleicht so dazu? Also das gibt's ja sehr oft. Ich meine, in den 80er Jahren... aber wenn ihr jetzt 4 Jahre stehen wollt, dann reduziert das unsere 20er Jahre auf 5. Nee, da müssen wir jetzt anders. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das will, aber dass es so ein bisschen was zu erwarten ist. Also, dass die Kraft sich in dem Moment immer weiter aufstaut und vielleicht auch mächtiger wird, wo man gleichzeitig das Gefühl hat, die Handelnden erkennen den Ernst der Lage nicht. Ich meine, so ist das oft gewesen. In den 80er Jahren in der DDR war das im Grunde genommen nicht anders. Ja, in der Brezhnev-Ära ist das im Grunde genommen so gewesen. Also die Leute haben dringend große Reformen erwartet und stattdessen kam permanenter Stillstand und dann kam Gorbatschow und dann war zack alles anders. Ja, aber das ist ja der Punkt, den Eva immer macht und wo wir uns, glaube ich, verstehen mit dem Stillstand, nur weil er an der Oberfläche nicht wahrnehmbar scheint. Das, glaube ich, da sind wir drüber hinaus. Weil das waren die Rückmeldungen, die ich so stark bekommen habe, gerade auch auf das Buch. Endlich sagt mal jemand, was viele eigentlich denken. Und das ist ja so die Implosion der alten Geschichte ein Stück weit. Und dann fangen viele an, ganz ermutigt. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das war Teil dessen, warum die Utopie-Camps so gut funktioniert haben. Es sind ja zum Teil nur 6, 8, 10, 15 Leute zusammengekommen, die sich aber vorher nicht kannten. Wow. Und es ist legitimiert worden zu sagen, das ist jetzt dran. Das ist jetzt gerade ein Mechanismus, den braucht es, dass Menschen, die jetzt qua geografischer Gemeinsamkeit oder vielleicht alle haben mit Musik zu tun, sich zusammensetzen und sagen, jo, das Alte, das funktioniert nicht mehr, das sehen wir auch alle. Und wir nehmen uns jetzt den Raum und die Ehrlichkeit, das auf den Tisch legen zu dürfen und all diese Gespräche, von denen wir sagen, dass sie gemutet werden im offiziellen Raum, trotzdem zu führen. Und sie haben das natürlich in dem Verband, den wir dadurch geschaffen haben, dass es viele sind, als einen Beitrag zu etwas viel Größerem wahrgenommen. Und das ist ja das Hochinteressante, wo ich glaube, wo wir viel mehr dranbleiben sollten. Und Eva, vielleicht kannst du das, weil du hast das so schön bei dir auch immer formuliert und eben ja schon mal angedeutet, dass ganz viel passiert ist, bevor dann die große Wahrnehmung und der große Umbruch überhaupt stattgefunden hat. Und diesen Suchprozess, da glaube ich, müssen wir dranbleiben einfach jetzt. Egal, wenn es oben noch wie Stillstand aussieht, passiert darunter ja ganz viel. Also tatsächlich ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Erkenntnis auch der historischen Revolutionsforschung, ja, dass die Vorstellung von der Revolution als so das Ereignis und dann knallt's und alles wird anders, dass die eben wirklich einfach falsch ist. Also das ist sozusagen, es ist eine Fantasie, die man im Grunde aus einer ohnmächtigen Lage heraus entwickelt, vorausschauend, seit man einmal eine Revolution hatte, und es ist eine Fiktion rückblickend, dass man, also eine Geschichten erzählt man eben so, und dann Bastillesturm, dann war alles anders, oder dann Winterpalais, dann war alles anders. Wenn man guckt, welche langwierigen Vorbereitungen und Übersetzungsprozesse das brauchte damit und wie lange es auch dauerte, bis überhaupt auch der Bastillesturm zu einem irgendwelche Effekte hatte. Also tatsächlich in der Französischen Revolution, jetzt nur, weil ich das Beispiel aufgebracht habe, hat die Nationalversammlung noch 10 Tage lang diskutiert, ob man diesen komischen Mob nicht eigentlich also sozusagen diskreditieren sollte und das gar nicht es peinlich ist für die Revolution, dass die da jetzt 2 Leute geköpft haben, und dann so nach und nach änderte sich überhaupt die Vorstellung, dass das ist jetzt, es gibt jetzt sowas wie das Volk als souverän, und
Erst rückblickend hat man das Gefühl, ein Moment hat den Ausschlag gegeben. Faktisch hat jeder republikanische Fahnennäh-Club in der französischen Provinz mit dazu beigetragen, dass ein neues Verständnis von Politik, was damit zu tun hat, was von unten kommt, ja, was wir jetzt immer noch so völlig selbstverständlich, also jetzt reden wir die ganze Zeit so, wo kommt es her, wer macht das, wer sind wir, wer ist die Bewegung, aber überhaupt diese Vorstellung von Politik als etwas, was von der Basis, vom Volk ausgeht, die hat sich langsam durchgesetzt. So, und also das mit einem norddeutschen Zungenbrecher nenne ich das die interstitielle Dimension, also die aus den Zwischenräumen kommende, ja, das Zwischenräume schaffende, ausweitende sozusagen Gesicht der Revolution. Das ist wichtig. Und gleichzeitig ist es eben nicht so, dass die Welt so wäre, dass einfach nur alle warten, oder dass sie darauf wartet, dass alle in ihren Zwischenräumen das Ding macht und das wächst so ganz organisch. Ja, das ist selten. Dafür bräuchte man schon ganz herrschaftsfreie Bedingungen, die wir gar nicht haben. Und deswegen sind schon sozusagen die Umschlagpunkte weiterhin, das ist eine Frage, wie schaffst du das, was schon gewachsen ist und was schon da ist? Wie schaffst du es, dass man plötzlich alles in diesem neuen Licht sieht? Also, dass man plötzlich von dieser neuen Vorstellung, die man vorher gar nicht hatte, zurückguckt und alles anders beschreibt. Und daran stricken ganz viele Menschen, ja. Und dann nach einer Revolution ist immer was selbstverständlich geworden, was vorher undenkbar war oder vorher wirklich unkenntlich war. Und ich glaube zum Beispiel sowas wie ein anderes regenerierendes Wirtschaften. Ich glaube, wir werden einen völlig neuen Blick auch auf die Geschichte kriegen. Auf was waren historische Konflikte, so wie der Sozialismus versucht hat, den Blick der Geschichte als Klassenkämpfe hervortreten zu lassen. Die Geschichte als sozusagen Verwerfung im Klimasystem auf kleiner Ebene, also das wissen wir ja mit kleiner Eiszeit und Hexenverfolgung und lauter so Umbruchzeiten, die zusammenhingen auch mit natürlichen Veränderungen. Vielleicht wird das plötzlich ganz selbstverständlich werden, aber dafür braucht man eben diese Umschlagpunkte. Und also im Moment sehe ich nicht, dass eine Bundestagswahl mit der derzeitigen Aufstellung der parteilichen Organisation in einem Land wie Deutschland, das sozusagen profitiert von der fossilen Art, wie Wohlstand hergestellt wird, wie kaum ein anderes und auch weniger, also ich will jetzt nicht kleinreden, was jetzt an tragischen Hochwasser passiert ist und was uns auch sozusagen ins Haus steht an Verwüstung von Brandenburg, aber trotzdem viel weniger leiden wird als manche andere Weltregionen. Ja, irgendwie, finde ich, soll man dann auch nicht so erstaunt sein, dass hier nicht so viel passiert. Das ist ja wir haben ja Fragen und Probleme, die kann sowieso keine Bundestagswahl lösen, sondern die kann nur eine weltweite Umgestaltung lösen. Ja, jetzt wird der Maßstab aber ganz hoch gehängt. Also ja, aber wenn so jetzt ist er. die Umwälzung also in Deutschland nicht eigentlich passieren kann, weil wir auch keine entsprechende Partei haben und die Partei hätte auch keinen Zulauf, weil wir auch nicht die Hauptleidtragenden der Klimakatastrophe sind. Und man denkt jetzt an eine globale Umwälzung. Also ich meine, wenn wir wirklich von global reden, ja, was für Länder sollen da vorangehen? Soll da China vorangehen? Soll da Russland vorangehen? Sollen da südamerikanischen Staaten? Soll da die Sahelzone vorangehen, die besonders leiden wird unter dem Klimawandel? Also es ist doch nie so, dass da, wo die Probleme am größten sind, deswegen automatisch die Revolution beginnt. Es ist ja auch interessanterweise so, dass die Verlierer der Gesellschaft selten die Träger der Revolution sind. Ja, es ist ja nicht so, dass die ärmsten Bauern in Russland die Revolution gemacht haben oder in Frankreich, sondern im Zweifelsfall braucht man dafür Intellektuelle aus guten Verhältnissen, wie Fidel Castro und so weiter, die diese Veränderungen machen. Das finde ich jetzt eine eigenartige Vorstellung, dass jetzt sozusagen aus der Not der Weltsituation heraus eine globale Umwälzung passiert. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber ich finde es eine komische Vorstellung, dass Fidel Castro die Revolution gemacht hat. Die hat er gemacht auf einer Basis von Leuten, die zum Teil eben doch auch viel einfachere Leidenserfahrungen hatten, die sie dann artikulieren konnten. Ich bin aber völlig einverstanden, natürlich machen nicht die Leute, denen es am schlechten geht, automatisch die Revolution. Aber ich glaube, dass die Leute, denen es am besten geht und die profitieren, nicht sozusagen qua ihrer, ich weiß auch nicht was, Überlegenheit, die sind, wo man hingucken soll, um sich zu überlegen, ob sich was bewegt. Und ich würde sagen, nee, natürlich geht da nicht irgendein Land voraus, aber die besonders, also die oft vom Feminismus vorbereitete und dann übergreifende massenhafte Mobilisierung in Lateinamerika im Moment und sozusagen der neue Verfassungsprozess in Chile,
linkere Bewegung in Argentinien, das sind schon Beispiele, wo sich wirklich was bewegt und wo wir hier sitzen können und sagen, wenn bei unserer Bundestagswahl bewegt sich nicht. Anderes Beispiel sind die Selbstorganisation vieler, gerade jüngerer Aktivistinnen aus verschiedenen indigenen Zusammenhängen, ja, wo wirklich global in der Klimagerechtigkeitsbewegung ganz viel Wissen akquiriert wird, Leute sich organisieren. Da würde ich schon sagen, da bewegt sich was. Und da gibt es auch Leute, von denen man lernen kann und von denen auch die europäischen und deutschen Bewegungen ja lernen. Da gibt es ja auch Austausch und man lädt die Leute ein und man liest irgendwie das Zeug und so. Aber ob das reicht, naja, ich meine, es hat ja auch schon seit ein paar hundert Jahren nicht gereicht. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie alle immer nur zu dumm waren und den Hebel nicht gefunden haben. Es ist eben wahnsinnig zäh. Okay, jetzt haben wir noch 2 Minuten und müssen diesen Hebel noch wir müssen, glaube ich, den Hebel noch ein bisschen versuchen zu packen. Wir müssen ihn noch ein bisschen konkretisieren. Zeit. Damit wir jetzt, Zeit. Mhm. Zeit und Zuwendung. Ja. Das sind die Hebel. Ja. Und darum kann man ganz konkret kämpfen, ja, um mehr Zeit. Also ich meine, darum gehen historisch die Arbeitskämpfe, darum gehen auch viele feministische Kämpfe, ja, nicht die ganze Zeit am Herd stehen zu müssen. Also Zeit ist, glaube ich, wirklich so Zeit und dann Zuwendung, die Option, sich sinnvollen Sachen zuzuwenden. Das ist schon interessant, was da jetzt auch in Corona so passiert ist, wo ganz viele Leute, weil es alles so runtergefahren war und man auch irgendwie so eine Distanzierung hatte zu deinem Job und so, wie viele Leute jetzt kündigen und sagen, ich mache was anderes, ich mache weniger, ich brauche erstmal mehr Zeit, ich muss erstmal klarkommen. Ich glaube, auch daraus könnte was entstehen, ja, dass man sagt, das gebe ich jetzt nicht mehr her, die Zeit. Das ist zum Beispiel eine Ressource, wo ich glaube, da können von den Privilegierten was kommen. Mhm. Das finde ich wunderbar, weil wir haben ja eigentlich den Übertitel nochmal gehabt, Talk mit Eva von Reglika zu Wohlstand. Dann nehmen wir jetzt mit Zeitwohlstand als fundamentale Grundlage, um sich dann als Zoon Politikon einmischen zu können, als Care, also als sorgende Mitmensch, der oder die, das fand ich eben auch spannend in Corona, die Antennen ausgefahren hat, aus diesem sehr busy Convenience- und To-Go-Lebensstil. Wer muss jetzt gerade versorgt werden? Für wen sollten wir da sein? Also da ist ja in dem Moment, wo die Automatisierung ein Stück weit eingebrochen ist, sind wir wieder aufgewacht. Da hatten wir morgen auch schon das schöne Beispiel von Diana Kindert, die gesagt hat, ihr Tacho ist ausgefallen und in dem Moment musste sie selber wieder viel stärker darauf achten, wie organisieren wir uns jetzt gerade. Und ich meine, so ähnlich war das ja an den einigen Punkten auch. Und dann kommen große Hackathons zusammen und es kommen viele nachbarschaftliche Initiativen wieder zusammen. Ich war sehr erstaunt. Wir haben unsere Nachbarn eingeladen zum Garten, so in Distanz, und die haben gesagt, sie hätten sich seit 7 Jahren, obwohl sie schräg gegenüber leben, noch nie gesehen. Also da sind ja dann eben auch genau diese Potenziale in den Interruptionen der Automatismen zu sagen, so, jetzt kommt das Momentum. Und ich glaube, Interruption, selbst wenn es noch nicht die ökologische Krise ist, ich habe das Gefühl, die soziale Frage wird uns sehr begegnen, egal wie die Bundestagswahl ausgeht. Je mehr wir aus Corona auftauchen, umso deutlicher wird das nach vorne kommen. Und dann suchen wir doch die Chancen auch darin und versuchen, wie schaffen wir es vielleicht, und das wäre mein Wunsch, auf die Strukturen zu schauen, das hast du eben, glaube ich, auch angedeutet, die wir verändern sollten, um viel mehr Befreiung zu ermöglichen, anstatt, und das wird ja im Moment auch gerne inszeniert, die Schuldsuche zu kultivieren. Es gibt immer eine Gruppe, eine Person. Und wie können wir eigentlich darauf bündeln, zu sagen, wenn wir bestimmte Strukturen verändern oder eben bestimmte Rahmenbedingungen, dann können sehr viel mehr Teil der Lösung werden. Wäre das ausreichend an diesem Punkt, um in den letzten Finale einzusteigen, das weiterzudrehen? Oder möchtet ihr noch kurz was ergänzen? Nee. Danke dir für die Zusammenarbeit. Also ich finde das schön. Dann vielen, vielen Dank an dich. Ja, danke euch für die bis Fragen. Bald. Schön, dass du dabei warst. Gerne. Und wirklich nochmal Hut ab für alle Leute, die sich da jetzt gefunden haben. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Danke, dass ihr das so ermöglicht. Super. So, jetzt haben wir hier solche spannenden Sachen wie Übermod. Und da kommt nochmal eine Matz, steht bei mir drauf. Das heißt, wir dürfen uns ganz kurz zurücklehnen und es kommt etwas vom Band. Wir sind heute an der Leuphana in Lüneburg bei der Utopie-Konferenz.
Ich habe tatsächlich ein bisschen das Bedürfnis gehabt, wieder auf Konferenzen zu gehen und hat meine Erwartungen übertroffen. Es ist richtig schön gestaltet hier. Die Leute sind alle super drauf. Ich glaube, das Präsenztreffen hat vielen gefehlt und es macht super viel Spaß, ins Gespräch zu kommen. Mich freut natürlich total zu spüren, wie viele Nicht-Anwesende trotzdem anwesend sind, also physisch nicht sichtbar, aber das so klar in den Raum gebracht wurde, wer an den anderen Orten in der Republik und darüber hinaus eigentlich an diesem Suchprozess des Morgen teilnimmt. Ich finde es einfach immer sehr, sehr spannend, mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich für unterschiedliche Themenfelder interessieren, auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen. Wir kommen aus allen unseren Bubbeln irgendwie raus und haben irgendwie unsere Ideen und dann einmal hier zusammenzukommen und die Bubbeln irgendwie ein bisschen zu mergen. Ich glaube, das ist das, was am meisten wäre. Wobei ich schon gespannt bin, ob es nicht doch wieder quasi ähnliche Bubbles sind so, und man sich dann bestätigt. Ich glaube, dass die Menschen insgesamt sehr viel aufgeschlossener für neue Ideen sind, als sie das in den letzten Jahrzehnten gewesen sind. Weil vielen Menschen eben auch bewusst ist, dass wir verdammt gute Ideen für die Zukunft brauchen, weil wir auf den alten Pfaden in sehr vielen Fragen definitiv nicht weiterkommen. Wir haben heute hier in der Runde über utopisch Teilen gesprochen und da sind wir irgendwann so an den Kern dessen gestoßen, weil wir gesagt haben, eigentlich ist die Situation an vielen Stellen gerade so dramatisch, dass wir mal wirklich so Basics formulieren müssen, ohne die Schranke im Kopf, dass das realisierbar sein müssen. Ich glaube, dass es gerade besonders cool ist, dass in den Regionen sich Leute zusammentreffen, die sich vorher vielleicht noch gar nicht gekannt haben. Und das wird ja hoffentlich auch über diese Konferenz hinaus da sein. Das heißt, im besten Fall haben wir einfach 100 Orte überall in Deutschland und darüber hinaus, die jetzt weitermachen an diesen Regionen und ihre Ideen da irgendwie, dass da sowas draus entwächst und das weiter besteht. Gruß an die Camps da draußen, die ganz Kleinen, die ganz Großen. Ich hoffe, ihr tauscht euch aus, habt Spaß, habt auch einen schönen Abend zusammen, lernt euch kennen und lasst euer Netzwerk wachsen. So, jetzt sind wir beim Grand Finale. Und ich freue mich ganz doll, dass Antje Boetius und Ralf Rute hier mit dabei sind. Hallo. Ich kenne euch beide. Ich würde so 2, 3 Takte sagen aus... Aber keine Geheimnisse, Maja, okay? Du meinst kein Champagner aus Biergläsern Talk auspacken? Okay. Das Glück hatten wir leider noch nicht. Ja, das wird nachgeholt. Ja, gut. Nein, was mich bei euch so beeindruckt, und ich fange gleich mit Antje an, weil wir uns natürlich im sehr wissenschaftlichen Kontext kennengelernt haben. Du warst meine Chefin, als ich beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung Generalsekretärin war, weil du die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts bist für Polar- und Meeresforschung und natürlich deshalb richtig weißt, Erdsystemveränderung, was passiert da eigentlich? Und ihr fahrt mit großen Schiffen, die unglaublich ausgerüstet sind, rein, lasst euch einfrieren. Das waren ja jetzt auch wirklich total spannende Missionen, die auch viel Medienaufmerksamkeit bekommen haben, um zu verstehen, mit welchen Veränderungen wir es eigentlich tatsächlich zu tun haben. Die Nachrichten waren immer so Mittel. Eigentlich habt ihr ja immer bestätigt, dass es noch ein bisschen schlimmer aussieht, als die Modelle gesagt haben. Und genau deshalb finde ich es großartig, dass wir uns sehr viel in Kontexten begegnet sind, wo es dann darum ging, wie kann Kunst, Kultur, wie können andere Formen des Ausdrückens tatsächlich den Raum weiten. Auch eine Form, das kannst du vielleicht noch mal gleich schöner ausführen als ich, die ästhetische Rückbindung, auch das, wo wir herkommen als ErdenbürgerInnen, in den Vordergrund zu stellen. Deshalb dich als Grenzgängerin hier freue ich mich riesig. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt da sind, wir beiden, weil wir die Stimme für das wässrige Leben sind. Du mit Flosse, ne? Das war und ich als Meeresforscherin. Nee?
Ich bin immer noch nicht ganz sicher, warum ich überhaupt hier bin, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also Ralf, dich kenne ich ja eher von Social Media, ne? Genau, digital eigentlich. Genau. Ich bewundere dich schon lange und deine Arbeit, aber dann habe ich immer festgestellt, die folgt mir ja auf Twitter. Und dann habe ich das ja irgendwann schamlos ausgenutzt, um dich für unseren Podcast zu bekommen, den ich mit Sally zusammen mache. Genau, und der Tatsache schuldig, dass ich dir folgte auf Twitter, war natürlich, dass ich deine Arbeit super fand. Ach so. Das freut mich natürlich sehr. Genau. Weil einmal natürlich dieses Zuspitzen und dann das Wunderschöne auch inszenieren und jetzt, wie ihr eben auch unterschiedlichste Formate gerade probiert, wie schaffen wir die Dinge, die Botschaften dahin zu bringen, wo wir Leute erreichen, die ihnen vielleicht vorher noch nicht so richtig begegnet sind. Mhm. Und auch da eben dieses Grenzgängerische und dieses Suchen von neuen Kontexten, neuen Formen, das erlebbar zu machen, aber eben tatsächlich auch zu sagen, so jetzt ist aber auch Zeit zum ehrlichen Gucken. Peng. Genau, also wenn ich da einfach anklicken darf, also für mich ist es so, über Kunst- und Kulturthemen erlebbar oder erlebbar zu machen oder weiter zu verbreiten, wovon ich denke, dass es wichtig ist, dass Menschen die erfahren. Das gebe ich mit der Zeit ehrlich gesagt langsam auch so ein bisschen auf, weil bis zum gewissen Grad ist es gut. Also erstmal, ich arbeite mit Humor. Humor lebt von Konflikten. Ich muss immer ein Lager A und ein Lager B finden. Daraus ergibt sich ein Konflikt und je nach Blickwinkel kann ich halt daraus eine Pointe ziehen. Und das ist total wunderbar für mich, für die Arbeit. Aber ich löse damit erstmal noch nichts. Ich bringe die Leute zum Lachen und wenn ich Glück habe, schaffe ich es, die mit einem Cartoon irgendwie auch in eine Richtung zu lenken, dass sie es nehmen als Startpunkt für ein Gespräch, um irgendwie zu sagen, da sprechen wir jetzt mal drüber. Ich weiß, dass teilweise meine Witzbilder halt genutzt werden, irgendwie in Schulen oder ähnliches. Aber nur weil ich jetzt irgendwie Themen aufgegriffen habe, ist das ja erstmal, wie gesagt, damit ändern wir ja nichts. Und deswegen habe ich eher versucht, und das finde ich noch viel wichtiger für Künstlerinnen und Künstler, die sich irgendwie eine Reichweite erarbeitet haben, ein Publikum erarbeitet haben, dass ich das nehme und versuche in dieser Bubble dann auch anderen das Mikro mal zu überreichen oder so und dann eben so ein Takeover zu machen oder wirklich ganz konkret auch Inhalte zu teilen wie von dir und einfach zu sagen, guck mal, übrigens, wenn ihr mir hier folgt, das passiert jetzt auch. Also dass ich mich dann eher wie ein Sender sehe, der nicht nur meine Inhalte teilt, sondern eben auch das nimmt von den Leuten, die einfach viel mehr wissen über Sachen als ich, die ich vielleicht in meinen Witzen nur streife, diese Bereiche. Also ich weiß nicht, ob das Kunst leisten kann überhaupt, da komplett aufklärerisch zu sein. Man spricht das ja manchen Filmen nach, dass die vielleicht Menschen zum Umdenken bringen oder so. Und vielleicht öffnet es für Themen, weil ich brauche immer Geschichten, um Menschen auch Wichtiges nahezubringen. Ich merke das, wenn ich auch reine Posts mache, wo ich nur Text schreibe, dass es immer gut ist, wenn ich das versuche, aus meiner Sicht zu erzählen, wie ich blicke auf die Klimakrise, wie ich blicke darauf, warum ich es für wichtig halte, sich zu impfen, damit die denken, okay, ich folge dem jetzt schon seit 5 Jahren, ich mag seinen Humor, die haben das Gefühl, die kennen mich. Und wenn ich dann was transportiere und denen vielleicht bei 1 Million Menschen einen Blickwinkel nahebringe, den sie aus ihrer Bubble nicht kennen, dann ist das eine Chance. Mhm. Aber die reine Kunst an sich, weiß ich nicht, ob die das immer schaffen kann. Mhm. Also. Nee, wir wollen sie auch nicht instrumentalisieren zu einem unnötigen Ausmaß. Ja, heute Morgen haben wir schon mal über das pädagogische Momentum des Einmischens der vermeintlichen Expertinnen und Experten gesprochen. Antje, aber du hast da ja auch deinen ganz eigenen Weg. Das gibt uns ja so wahnsinnig viel und gerade in dieser Absurdität, die man einfach aushalten muss, die wir Menschen schon immer aushalten mussten. Ich meine, wir haben ein Gehirn und unser Gehirn funktioniert nun mal so, dass es uns schwerfällt als Menschen, dass wir auch vom Gehirn aus Schmerz empfinden können, wenn die Dinge nicht zusammenpassen, wenn wir Dinge hören, Dinge tun, alles diese Widersprüche, mit denen man klarkommen muss. Und dann mal loszulassen, einfach zu lachen oder auf ganz andere Arten und Weisen zu empfinden und sich auch wieder dadurch zu stärken, wehrhaft zu machen. Ich habe gerade einen irren Film gesehen, muss ich mal sagen, hier Summer of Soul, der diesen Moment erfasst, wie in New York, bevor die Leute vor Wut, weil Martin Luther King erschossen worden ist, fast New York niedergebrannt hätten, dann zusammengeholt wurden von einem Moderator und dem Bürgermeister und nur Musik gehört haben. Und das waren alles die People of Color, die in Harlem gewohnt haben, die dann die besten Musiker der Welt vor sich hatten und überlebt haben in diesem Drama dieser Zeit. Und die Interviews, die da jetzt gerade nach 50 Jahren zu hören sind, da hört man uns selber sprechen, weil die sagen, wir haben gar keine Zukunft, unsere Zukunft ist weg, wir haben keine Leadership, wir wissen gar nicht, wo es lang geht, aber wir sind hier zusammen und daraus entsteht was Neues. Und deswegen würde ich euch einfach an der Stelle nur gratulieren. Ich habe mir die Gespräche fast alle angehört und einfach auch mal zu sagen, bei all dem Dystopischen, was da vor uns steht, wir steigen aus, wir nehmen uns jetzt ein paar Tage, wir kommen zusammen
und wir lachen auch und wir hören uns zu, wir streiten auch oder wir können uns gar nicht einigen und wir können den großen Hebel nicht finden, aber wir sind da und wir sind viele, das ist doch erstmal Schritt Nummer 1. Du hast gerade von Absurdität gesprochen, gleich am Anfang. Wir haben seit 1,5 Jahren in jeder Talkshow, bei Markus Lanz ganz besonders, aber in jeder anderen Talkshow auch, in jeder anderen Talkshow auch, immer einen wissenschaftlichen Experten sitzen. Ja, angesichts einer als gigantisch empfundenen Bedrohung, also der Corona-Krise, der dann die Wasserstandsmeldungen macht und wo immer genau die neuesten Zahlen interpretiert sind und wo stehen wir und wie gefährlich ist das und wie gefährlich ist das nicht, also Virologen und Epidemiologen. Während der gleichen Zeit kriegen wir Berichte über den katastrophalen Zustand dieser Erde, über die Gefährdung des Überlebens der Menschheit, über die Zerstörung der Biodiversität, über die Fortschreitung des Klimawandels. Ein 100-mal größeres Problem als Corona. Und nur sehr, sehr gelegentlich finden wir mal einen Klimaexperten, nur mal aus irgendeinem speziellen aktuellen Anlass hinaus in einer Talkshow. Da haben wir keine wöchentlichen Wasserstandsmeldungen, da wird nicht jede Woche darüber berichtet und so weiter. Muss einem das nicht als komplette Absurdität vorkommen? Ich habe immer das Gefühl, wenn die Virologen was sagen, dann nehmen die Regierenden das ernst. Und wenn die Klimaforscher was sagen, dann nehmen die das als wohlmeinende, aber nicht umsetzbare Empfehlung. Nee, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil das kommt uns jetzt natürlich wie eine unendlich lange Zeit vor, in dem man Virologen folgt und hört. Aber wenn man mit denen spricht und weiß, wie lange die eigentlich schon gewarnt haben vor diesen Pandemien, wie sehr das wissenschaftliches Wissen war, was gar nicht ernst genommen worden ist, dann muss ich sagen, ich habe einfach Respekt dafür, dass die Leute, die gerade am härtesten arbeiten müssen, Lösungen zu finden, wie ein Impfmittel oder wie geht es jetzt überhaupt weiter, die Geschichte ist ja noch lange nicht zu Ende, dass sie dann sich die Zeit nehmen, welche von denen und sagen, okay, ich bin jetzt mal die Stimme für uns Forschenden, ich stelle mich da hin, ich gehe in diese wirklich manchmal schwer zu ertragenden Talkshows, die ja ihre eigene Dynamik haben, wo man aber wirklich auch nicht so zu Wort kommt, dass man mal eine Idee überhaupt zu Ende bringen kann. Dann gehen die da hin und helfen halt den Leuten weiter. Die Podcasts, also alles, was passiert ist, spricht ja dafür, dass wir eins jetzt mal geschafft haben, wir als Wissenschaftler sind wir mehr da. Und das sind verschiedene Disziplinen. Klar können wir als Klimawissenschaftler oder als alle möglichen Wissenschaftler, ehrlich gesagt, finde ich, die Soziologen müssen mal raus auf die Bühne und müssen sich mit diesem Thema der Skalierung beschäftigen. Das hat mich ich hätte gern die Parteienforscher mal raus. Die Parteienforscher raus. Nichts anderes als Plattitüden erzählen. Genau. Aber also sagen die will ich wir mal da einfach nicht mehr sehen. Ja? Also die Werteforscher und die Forscher, die uns erklären als Menschen, wie funktioniert es eigentlich, dass wir sowohl als Individuum, als Familie, als Community, Nachbarschaft, als Stadt, als Land, als Kontinent, als Welt funktionieren müssen und das immer alles gleichzeitig und alles mit allem zusammenhängt und trotzdem kann man sich da drin Positionen erwirtschaften und verwirklichen. Diese Art von Logik, die fehlt mir zum Beispiel und Klimawandel fand ich, wir haben eine große Bühne und mehr denn je, aber wie kommen wir Menschen eigentlich klar? Und wie bauen wir uns Zukunft? Übrigens, ich bin in mein Hotelzimmer gekommen heute, ich weiß nicht, ob ihr das Schild da aufgehängt habt, da stand am Eingang vom Hotelzimmer, die beste Zukunftsprognose gelingt, wenn man die Zukunft selber baut. Wow, okay. Habt ihr das Sven, gemacht? Ihr könnt alles, ne? Oder war es auf ein Kissen gestickt? Oder? Nee, das war wirklich, der ganze Eingang war bemalt im Seminareshotel. Da habe ich gedacht, huch, was ist das? Ich kenne das als Willy Brandt-Zitat, aber ich schätze nicht, dass Willy Brandt das von sich selber hatte. Also der hat auch woanders abgeschrieben. Die beste Art, die Zukunft vorherzusehen, ist sie zu machen. Ja, genau. Ja. Das ist das, genau, das steht da, ja. Willy Brandt, okay. Ja, aber mit Sicherheit nicht auf seinem Mist gewachsen. Aber ich finde, da sind 2 Punkte total wichtig drin, weil diese Rolle von Wissenschaft und WissenschaftlerInnen in dieser Zeit des Umbruchs, das ist ja eine, der ringe ich auch. Und interessanterweise gibt es ja jetzt auch viele Menschen aus der Gesellschaft, die dir auch sagen, was du darfst oder nicht darfst und ab wann du mitreden darfst und nicht darfst. Und das ist ja auch hochspannend in der Frage, dürfen die SozialwissenschaftlerInnen sich jetzt überhaupt im Bereich Klimawandel äußern? Was redet die denn da von Kipppunkten? Die hat doch keine Ahnung. So, da geht es ja sehr schnell so in die Richtung, also dass alle komplexen Systeme mit einer ähnlichen Musterhaftigkeit sind und so. Da muss man ganz viel ja wieder aufklären über das, was eigentlich wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliche Methode ist, weil wir, finde ich, da einen echten Backlash-Moment auch haben, dass die Kategorisierung von dem, was wissenschaftliche Aneignung von Verständnis ausmachen kann, sehr stark zu etwas geworden ist, was Peer-Review-Publishing bedeutet. Und je mehr du publiziert hast, umso schlauer bist du. Was natürlich total irre ist, wenn man ein bisschen versteht, wie das Wissenschaftssystem funktioniert. Aber das heißt,
Wie nimmst du das wahr, Ralf? Das fände ich auch nochmal total interessant. Also du sagst, du machst die Räume auf, um Menschen einzuladen. Was sind für dich da die Kriterien, wo du sagst, die lädst du ein? Was ist für dich ein Expertinnenkriterium? Also ab wann, finde ich, ist es auch so wichtig, die Menschen, die das leben, als Expertinnen einzuführen, und statt nur die darüber vielleicht nachgedacht haben in so einem bequemen Stübchen mit viel Büchern? Das variiert. Also teilweise sind das Leute, denen ich selbst folge, die ich selbst viel wahrgenommen habe, eben über Fernsehauftritte oder irgendwelche Artikel, die ich gelesen habe. Dann fange ich an, denen auf Twitter zu folgen. Dann entscheide ich immer sehr viel danach, wie kommunizieren die. Weil ich inzwischen, es ist eine recht große Gruppe an Menschen, die mir da folgt, aber ich habe das Gefühl, dass die mir auch folgen, weil sie gemerkt haben, wie ich kommuniziere. Und dass ich eigentlich... Mein Wunsch ist zu vermitteln, und mein Wunsch ist nicht nur meinen Humor zu transportieren, sondern bei allem anderen, was ich sonst auch noch kommuniziere, irgendwie das zusammenzubringen und denen nicht nur was überzustülpen, wenn ich über, keine Ahnung, Vegetarismus spreche oder ähnliches, dass ich da nicht immer so, ja, ihr müsst das jetzt aber machen, weil sonst geht das alles den Bach runter, sondern versuche immer so ein Angebot zu machen. Und wenn ich dann bei Leuten merke, ja, die machen das eigentlich ähnlich, ne? Und die schreien nicht immer nur Weltuntergang, das kann man ja auch alles machen, und das ist ja auch berechtigt, ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht. Aber was nützt es? Also ich versuche da immer so zu gucken, wer passt da zu mir, oder bei wem habe ich das Gefühl, das passt zu meiner Community. Und natürlich begegnet mir das auch, was du gerade gesagt hast, dass Leute sagen, hä, wieso, du machst Witze, wieso meinst du jetzt, dich hier wissenschaftlich positionieren zu müssen oder so. Deswegen, also die verbieten es mir ja nicht. Ich muss das ertragen, dass Leute jetzt mir auch hin und wieder sagen, das darf ich nicht, und dann höre ich zu und entscheide für mich, stimmt das oder ist das Unsinn, und dann kann ich weitermachen oder nicht, oder ich nehme das gerade als Chance, um zu sagen, okay, gut, dann mache ich den Platz frei und lasse jetzt hier eine andere Person ran. Aber so funktioniert eben halt ganz klar jetzt auch, funktionieren heute die Medien und Social Media, dass jeder zu irgendwas eine Meinung hat, und das ist ja meine Entscheidung, wie sehr ich mir das annehme oder wie sehr ich erstmal recherchiere, ob diese Person, die meint, mir das sagen zu müssen, da überhaupt selbst befugt zu ist. Und das finde ich eigentlich selbst immer ganz spannend, das zu gucken und daran auch zu lernen. Ich würde gerne noch einen Punkt zu dieser Kraft von Kunst und Kultur oder allen kulturellen Handlungen sagen. Und die Wissenschaft hat es ja auch, aber vor allen Dingen das Fiktive. Also wenn wir jetzt einfach aus den Fakten austreten und sagen, wir nehmen uns die Fiktion, um eben um überhaupt Bilder der Zukunft zu erzeugen, um uns selbst vorzustellen. Und dazu gehört nicht nur mich jetzt als Antje, wie ich mir vorstelle, wie es sein könnte, durch einen fantastischen, riesigen deutschen Mischwald zu laufen, sondern auch, wie wäre es eigentlich heute, ein Baum oder ein Korallenriff zu sein? Also diese völlige diese Veränderung der Perspektive, die Annahme anderer Perspektiven ist so ein mächtiges Element in der Frage, wie baue ich mir Zukunft oder was ist eine Utopie oder wie stärke ich mich, dass ich finde, Wissenschaft und Kunst müssten da viel mehr drüber. Wer, wenn nicht wir, sollten sozusagen Bilder erzeugen und begehbar machen. Das tun wir viel zu wenig. Das ist ein super Punkt, das habe ich eben bei Eva eben auch immer gedacht. Also ich habe immer das Gefühl, dass vielen Leuten... Was wir wirklich bräuchten, ich glaube auch im Unterricht in der Schule, ist den Schülerinnen und Schülern von Anfang an viel mehr beizubringen, Fantasie zu entwickeln. Weil was nützen diese ganzen Informationen, wenn mir einfach die Möglichkeit fehlt, mir das vorzustellen, was sein kann, also sowohl im Negativen wie im Positiven. Und das finde ich so immens wichtig, das den Leuten irgendwie wieder beizubringen, wenn sie es vielleicht selbst nicht haben. Es gibt natürlich Menschen, die kommen irgendwie direkt mit mehr Fantasie auf die Welt, und ich brauche es für meine Arbeit, ganz klar, aber es hat ja jetzt auch nicht jeder, der mit Wissenschaft arbeitet, die Möglichkeit, das in so Bildern zu erzählen. Ja. Und das fände ich total wertvoll, das Menschen einfach, gerade jungen Menschen, wieder beizubringen oder denen einfach das nahezubringen, wie Fantasie funktioniert, wie man selbst Fantasie entwickelt. Das kann man ja auch trainieren. Also ich glaube, dass das tatsächlich einer der zentralsten Punkte ist, die wir gerade überhaupt auf der Konferenz diskutieren. Und zwar etwas, was ich die normative Kraft des Fiktiven nennen würde. Ja, es gibt eben nicht nur die normative Kraft des Faktischen, es gibt auch die des Fiktiven. Wir haben heute mit Christoph Burkhardt über Silicon Valley geredet. Das Silicon Valley sagt, in Zukunft werden selbstfahrende Autos durch die Städte fahren. So, dann wird sich ein Bild gemalt, dann haben wir eine Vorstellung. Ja, etwas, was nicht real ist, eine reine Fiktion, dass das so ist. Und von nun an fangen wir an, die Realität so umzuformen, dass diese Fiktion realisiert werden kann. Warum machen wir das nicht auch?
Warum sagen wir nicht, wir wollen, das ist ja völlig klar, so wird das werden. Ja, wir werden nicht weiter Tannenschonungen bei uns überall machen, sondern wir brauchen Mischwald, wir werden das nicht weitermachen. Wir werden selbstverständlich in Zukunft nicht mehr mit allzu großen Autos durch unsere Städte fahren und so weiter. Und von diesem schönen Bild aus, was wir malen, ja, und zeigen, wie toll das dann sein wird, nicht von der Idee des Verbots her, sondern von der schönen Vorstellung, wie das dann ist, eben hinzugehen und dann quasi die Politik zu fragen, was tut ihr denn, um die schönen Bilder von dem, was doch in Zukunft sein muss, zu realisieren. Das ist sicher eine wichtige Strategie. Aber die spannende Frage da ist ja, warum, ich finde, der Green Deal ging ja so weit in diese Richtung, wie wir uns das jetzt in letzter Zeit hatten vorstellen können. Das war ja eine Ansage, so, krass, wir sind jetzt der erste Kontinent, der das schafft, dekarbonisiert zu sein, der das schafft, so eine Wirtschaft im Kreislauf zu führen, dass wir die anderen Naturziele auch erreichen und dabei auch noch das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Zum Teil ging es gerangelt zwischen den 3 Vizepräsidentinnen und Präsidenten ein bisschen hin und her, aber auch Frau Vestager hat mit Herrn Timmermans dann gesprochen und gesagt, auch das digitale Modell der Europäischen Union könnte ja wirklich eins sein, was konsequent daran ausgerichtet ist, das in die Realität zu übersetzen. Und was ist? Eine deutsche Regierung, obwohl wir eine deutsche Präsidentin da sitzen haben, mutet das. Also es kommt ja fast nicht vor, wenn man sich diese Debatten anguckt. Ich habe eben euch so zugehört, ich wäre am liebsten schon gleich hier reingesprungen. Als ja auch das Mögliche gesagt. Aber das ist doch gerade das Fantastische. Ich weiß jetzt auch nicht, die Wahl, die ist schon, die ist so wichtig als so ein Zustandsmesser. Aber auf der anderen Seite werden wir einfach als Deutschland und als Teil von Europa uns verdammt nochmal benehmen und zusammenreißen müssen. Das Narrativ, was da draußen ist, also wenn es jetzt nicht total zerrissen wird von allen, ist so groß und die Impulse, die gesetzt werden, vom CO2-Preis zum zweiten Emissionshandel, all diese Dinge, die sind ja da, die sind so nah. Das ist das Größte, das größte Experiment, was dann getan wird. Und da machen wir mit. Und da ist sozusagen der internationale kollaborative Rahmen viel größer als das, was sich jetzt, glaube ich, noch die einzelne Partei da gerade schreibt. Das ist jetzt meine Utopie. Okay. Also ich selber fremdel ja mit Klimazielen. Ja, mir gefällt das ja überhaupt nicht, wenn die Europäische Union sagt, was in 20 oder 30 Jahren sein soll, denn niemand, der jetzt Verantwortung trägt, wird dann daran gemessen, ob es eintritt. Ja, und das ist ja etwas Merkwürdiges, ist immer das Denken in die Zukunft. Wenn ich mir es billig machen will und als Prophet auftrete, dann sage ich immer, in 20 Jahren ist das alles so und so und so und so. 20 Jahre ist eine wahnsinnig gute Zahl. Weil wenn ich sage, in 5 Jahren ist das so und so, dann werden viele Leute sagen, 5 Jahren? Wie war es vor 5 Jahren? Wie ist es in 5 Jahren? Glaubt mir keiner. Wenn ich sage, in 50 Jahren interessiert es keinen. Ja, dann denkt man, lebe ich nicht mehr, ist egal, wie das dann ist. Aber 20 Jahre, das ist so, auf der einen Seite kann ich mir das irgendwie noch so halbwegs vorstellen und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich bis dahin unglaublich viel verändert und entwickelt. Und das ist sozusagen der Trick, Ziele setzen, die in ferner Zukunft sind. Mich interessiert keine Frage, wann wir klimaneutral sind. Mich interessiert die Frage, wo wollen wir in einem Jahr sein, wo wollen wir in 2 Jahren und wo wollen wir in 3 Jahren sein. Und dann geht es weiter. Das schließt sich ja nicht aus. Das schließt sich aus, weil wir machen das eine statt des anderen. Du bist doch aber das ist die Umsetzungsproblematik. Nein, wir machen nicht, dass es ist ein Trick. Ich beruhige die Leute, indem ich ein Klimaneutralitätsziel für irgendwann und sowas mache, an dem ich nie wirklich gemessen werde. Das ist wie bei guten Vorsätzen. Ich mache mir doch keine guten Vorsätze, was im Jahr 2038 mit mir sein soll. Jeder gute Vorsatz, da muss ich mich im nächsten Jahr dran messen lassen. Das stimmt, also wenn die Ziele alleine wären und so weit weg, aber sie sind ja versehen mit Steuerelementen und sie sind versehen, also man muss sich ja auf den Weg setzen, also so doof sind jetzt, so blank stehen wir da nicht mehr da. Da sind Impulse jetzt schon, das hat ja auch schon Kaiser gesagt oder andere, es sind Impulse jetzt schon da, wo die Kohle einfach so teuer geworden ist im Vergleich zu allem anderen, das macht einen Impuls und wir haben Fakten dazu, also wenn wir der CO2-Gehalt der Atmosphäre skaliert mit den Kosten von Öl, Gas und Kohle. Das ist einfach die einzige Evidenz, die wir haben, auf was wir reagieren. Und das ist jetzt schon stark losgegangen. Und davon gibt es viele Beispiele. Ich werde jetzt eher, okay, ich verstehe, dass du nach 2 Tagen Utopie jetzt mal dystopisch sein willst. Das ist eigentlich gar nicht so dystopisch gemeint, weil das hätte viele Vorteile. Das hätte den Vorteil, jedes Jahr kommen die Wirtschaftsweisen und erzählen uns irgendwas über das Bruttoinlandsprodukt, die uninteressanteste Zahl, die es überhaupt gibt. Ich fände es viel wichtiger, wenn du und deine Kollegen wärst und die sozusagen immer eine Bilanz ziehen, ja, was haben wir ökologisch in diesem Jahr geschafft, was haben wir verfehlt und dass das eine größere Bedeutung hat als diese lächerliche Zahl, ob das Bruttoinlandsprodukt jetzt um 1 oder um 2% oder was weiß ich was wächst. Eine Zahl, die für unsere Gesellschaft überhaupt gar keinen Belang mehr hat. Ja, aber das ist ja auch da. Also wenn du dir anguckst, der Parlamentarische Beirat Nachhaltige Entwicklung, der Bundesrechnungshof, der Normkontrollrat, die kommen ja jetzt alle, das sind ganz spannende Institutionen, die sagen, Jungs, Mädels, also eine Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren, um dann zu sagen, ja, gutes Stück Papier.
Das reicht nicht mehr. Also da kommen wir doch richtig auch dahin, dass diese Frage von, wenn ich mir Ziele setze, wann fange ich an, mich ernst zu nehmen, muss das nicht in Haushaltsdebatten ganz klar ein Orientierungspunkt sein. Was machen wir? Dass das alles hinter den Kulissen stattfindet, glaube ich alles. Die Frage ist ja die Frage der Wahrnehmung. Ja. Es muss in der Wahrnehmung bedeutender sein. Also die 5 Klimaweisen müssen eine höhere Bedeutung oder 7 oder was weiß ich was, eine höhere Bedeutung haben als die Wirtschaftsweisen, die was über Wachstumsprognosen abgeben. Also diesen Punkt müsste man erreichen. Irgendwann hat das Fernsehen mal angefangen, die Börse vor die Nachrichten zu setzen. Ja? Und jetzt gibt es ja Klima vor 8 Zu einem Zeitpunkt, als man sagt, ihr müsst an der Börse privat, Dingsbums und so weiter. Und das muss jetzt viel stärker noch aber da ist ja immer die Frage, wem zum Nutzen. Ne? Wenn du das Bild machst von diesen selbstfahrenden Autos, dann wird es immer Menschen geben, die daran sehen, die eine Chance sehen, damit Geld zu verdienen. Wenn ich jetzt sage, die Wälder werden grüner, ihr könnt bessere Luft atmen, ist es für viele absurderweise viel zu abstrakt, weil die können ja atmen. Alles, was wir jetzt machen, wir wissen ja, dass wir in dieser Klimavergangenheit leben, dass das alles 20 Jahre dauert, bis das hier ankommt. Viele verstehen immer noch nicht, nur, ja gut, jetzt war halt mal, das war schlimm mit dem Hochwasser, aber jetzt ist ja wieder alles ganz gut. Ja, aber im Hochwasser kann man das so deutlich zeigen. Da kann man sagen, die Prävention ist sehr, sehr viel günstiger. Das ist ja genauso wie beim Patienten, wenn ich zum Zahnarzt geht und dann hat er seine teuren Kronen. Ja, also je länger er zögert und je weniger Prävention er macht, umso teurer wird das. Das ist eine relativ einfache Vorstellung, die Menschen doch verstehen. Wir wissen das und eigentlich sollte jeder auch so denken, ne? Dass man spätestens dann, wenn man auch noch Kinder hat, ne? Dass man für seine Kinder eben so weit denkt. Aber das ist, glaube ich, immer noch nicht bedrohlich genug, das Szenario. Und vielleicht muss man auch von dieser Bedrohung weg, sondern viel mehr die Chancen eben, was ihr hier auch macht, aufgreifen. Vor allem für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, dass man da wirklich zeigt, das ist doch eine Gelegenheit, woraus wir was machen können. Es macht mich wahnsinnig, wenn naja, gerade von der Union sind es ja Politiker, die immer so da irgendwie so ein Gewitter aufziehen lassen für die Leute, was denen alles weggenommen wird. Es geht eben nicht um Verbote, es ist eben wirklich, dass wir ganz klar viel mehr zeigen müssen, was dadurch alles machbar ist, was für neue Berufe sich wirklich dadurch besetzen lassen und was das für eine Chance für uns alle bedeutet. Wir haben ja noch eine Wahl. Wir haben ja noch wirklich die Möglichkeit, was zu ändern. Aber ich muss sagen, heute habe ich mit dem Klimawahlomat rumgespielt, ne, der jetzt da ist. Und ehrlich gesagt erschreckt man sich zum Teil, dass das auch nicht so einfach ist, wie wir das jetzt sagen, mit Union da ganz außen. Aber das ist nicht so. Ganz oft ist die CDU ehrlich gesagt in der Mitte, nahe der Grünen. Und SPD ist ganz außen. Da habe ich mich wirklich erschreckt. Da weiß ich aber nicht, wie der Wahlomat das filtert, weil die haben ja keine Lösungen für das, was sie da sagen. Nee, da geht es um Ziele. Vor allem genau. Ja, gut, die kannst du dann in dem Fall ohne die Maßnahmen, glaube ich, Die haben keine Ideen, wie sie das umsetzen möchten. Dann ist das natürlich gleich gesagt. Ja. Aber wir kriegen ja so langsam das Puzzle des utopischen Momentes zusammen. Ne? Also bis man da diese Maschine der Bürokratie überhaupt so weit kriegt, dass ein Normkontrollrat, ein Bundesrechnungshof sagt, so Jungs, jetzt habt ihr euch lange genug Zeit gelassen. Das ist ja ein Momentum. Also gerade das jetzt auch einzufordern und zu sagen, diese Information brauchen wir, das Transparenz, dann können auch andere Akteurinnen und Akteure das Feuerwerk drumherum machen, wenn die nicht so richtig in Quark kommen. Aber das heißt, da sind wir ja an vielen Stellen. Und wie schieben wir das jetzt? Jetzt beim Green Deal müssen wir aufpassen, glaube ich, heute waren ja viele kritische Stimmen, auch das ist ein reines Wachstumsparadigma wieder. Das heißt, wie stärken wir da die Wellbeing-Seite? Das hatte Eva von Riediker eben angesprochen. Es gibt ja ganz viele Jobs, die wir sehr reduziert haben, ganz viele Einkommensquellen, die wir sehr reduziert haben und ganz viele Tätigkeiten, die wir vielleicht außerhalb des Erwerbsarbeitslogischen tätigen wollten, die Versorgungssicherheit, wo wir ja immer nur bei Industrie sind mit dem Begriff, aber die Versorgungssicherheit auf einer ganz zwischenmenschlichen Ebene stärken wollten. Ich muss echt sagen, also das habe ich ja auch, das war in euren Gesprächen auch da, aber ich mache mir wirklich fundamentale Sorgen um diese Definition des Wirs und um die Beteiligung von Leuten. Also das ist ja Wahnsinn, was die Umfragewerte zeigen oder auch wenn man irgendwo ein bisschen Partizipation übt oder mal ausprobiert, was man da rauskriegt von den Leuten. Also ich habe das Gefühl, auch in den vielen Gesprächen, die ich führe als Klimaforscherin, wird man überall eingeladen. Da ist der Hunger nach Umsteuerung ja riesig, plus diese Frustration gleichzeitig, oder das ist wieder Absurdität, dass da es so aussieht, als würde das gar nicht ankommen, als würde eigentlich die Mehrheiten wo ganz anders liegen, als sie eigentlich da sind. Da müssen wir unbedingt in Deutschland schaffen, Zwischenexperimente auf dieser Größe eben Kommune und Stadt und Region hinzubekommen, wo schon mal klar ist, diese 20-30% Selbsteffizienz, die da noch geht, dass die schon mal läuft, dass das ermöglicht wird überhaupt. Und ganz oft steht da dem ja Bürokratie im Weg. Und darüber mache ich mir in Deutschland Sorgen. Das ist, glaube ich, ein super Zeitpunkt. Wir haben nämlich insgesamt noch 3 Impulse, die wir jetzt einspielen können aus den Camps. Mal gucken, wie nah wir dran sind an der Bürokratiefrage oder einer ganz anderen. Wir schauen mal rein, was für Impulse gekommen sind.
Also wir sind hier im Utopie-Camp in Kiel. Wir haben aus 3 Campstandorten ein gemeinsames Camp geplant und gemacht und umgesetzt, weil wir das super miteinander vernetzen konnten thematisch und haben uns gestern darauf geeinigt, als wir gestartet sind, dass wir utopisch erleben, neu denken möchten und hatten den Camp-Titel Ökonomisch und ökologisches Miteinander am und auf dem Wasser. Genau, und daraus sind so verschiedenste, aber auch recht konkrete utopische Visionen jetzt geworden, ganz regional hier betrachtet. Wie können wir denn vor allem die Wasserkante und das Wasser selbst viel wieder zugänglicher machen für die Stadtgesellschaft, eine Art Nährgesellschaft miteinander gestalten, um dort auch mit bestimmten Ideen und Modellen, die wir dann weiterentwickelt haben, vor allem diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit und der Sorge, des Sorgetragens oder wie ich gestern hatten Rosa so schön mit dem Verwandlungsprozess genannt hat. Wie können wir das im Prinzip bewirken? Dabei sind, wie gesagt, konkretere Standorte entstanden, die es schon gibt hier in Kiel. Also es gibt schon am Ost-West-Ufer, genau wie im Zentrum, gibt es schon Akteure, schon, sage ich mal, Utopien, die dem nahe kommen und wie können wir da noch weiter dran basteln und wirklich diese Begegnungspunkte schaffen oder auch eine Art von Genossenschaftsmodell mit verschiedensten Möglichkeiten, monetär oder auch durch Mitmachen und Engagement und so weiter, Teil dessen zu werden und im Endeffekt auch wieder Teil des Miteinanders zu werden und das Lebensraum wieder zurückzugeben an den Menschen. Und bei einigen ganzen utopischen Gedanken bleiben natürlich auch viele Fragen übrig. Wir haben uns dann vor allen Dingen auch viel mit der Frage abgekämpft, wem gehört die Natur eigentlich, um diese Eigentumsfrage wieder zurückzubringen, wem gehört das Meer, wie können wir das am besten aufteilen, wie gewinnt man auch Natur wieder zurück. Und wie vereinbart man eigentlich die Werte miteinander, kapitalistische Werte mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen oder wenn man in Genossenschaften denkt, wie bringt man das eigentlich alles zusammen? Wem gehört das Meer? Das Meer außerhalb der ökonomischen Zone, also 200 Meilen vom Kontinent, wo so viel Platz ist, gehört uns allen. Gemeinsames Erbe der Menschheit. Und die ersten 200 Kilometer gehören den jeweiligen Nationalstaaten? Genau. Und da haben wir leider das Problem, dass noch kein einziger Nationalstaat wirklich sozusagen seine Meere so bewirtschaftet, dass es gut ist. Vor allen Dingen ist leider auch der Umstand natürlich, dass Wasser keine Grenzen kennt und die Fische darin eigentlich auch nicht. Die Dramatik doch hoch beim Meer, was genauso von Hitzewellen geplagt wird, was eben ständig passiv CO2 aufnehmen muss, was das Ende der Korallenriffe bedeutet und so weiter. Also das Meer ist schon wirklich wie die Atmosphäre insgesamt, ein Gut, was wir zum Überleben brauchen, was wir aber nicht, wenn es schief geht, sofort als eine Allergie als auf der Haut oder als einen Hustenreiz spüren, sondern sehr, sehr zeitversetzt. Und das ist dramatisch. Würdest du dir wünschen, dass nicht so viel Prozent der Weltmeere im Besitz von Staaten wären? Würdest du dir wünschen, dass man das auf ein Minimum, auf Küstenregionen oder so reduziert? Leider wünsche ich mir das Gegenteil. Ich wünschte mir, dass wir uns zu den freien Zonen bekennen würden, denn dort findet überhaupt kein Schutz statt. Es ist so, dass zumindest im Ansatz haben wir ja beim Meer ein paar Prozent jetzt auch Schutzgebiete zugewiesen. Aber es ist was ganz Eigenartiges. Ein Kollege von mir, Boris Worm, forscht darüber mit seiner Gruppe. Dort, wo diese großen, schönen Schutzflecken Meer gemalt sind, ist in Wirklichkeit der Druck gestiegen. Also weil die klugen Fischer natürlich wissen, dort, wo wahrscheinlich, wenn es geschützt ist, gibt es da mehr Fisch. Also fahre ich mal dahin und hole mir da ein bisschen mehr Fisch raus. Also es gibt so furchtbare auch dort wieder Absurditäten, wie wir Schutz denken und was wir da wirklich dafür tun. Und wir brauchen Nationen, die sich zu ihren Meereszonen bekennen und die Meere wirklich pflegen und fördern, weil sie müssen unweigerlich CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, zurückholen. Und es gäbe auch dort die Utopie des guten Lebens vom Meer, was uns ja ernährt. 20% des Eiweißes der Menschheit kommt aus dem Meer immer noch. Ne? Ihr müsst mal überlegen, was für Menschen, also 1 Milliarde Menschen wohnt so nah am Meer, dass der Meeresspiegelanstieg, der uns vorhergesagt wird, einfach bedeutet, wir stehen vor einem Verlust von Heimat, das ist und einer Verdrängung von Leben. Das können wir uns gar nicht, das ist undenkbar. Ne? Aber es gibt auch die tolle Utopie. Wir könnten eigentlich über die Meere uns auch retten. Aber das würde ich eher noch etwas konkreter wissen. Also ist dasjenige, was nicht den Staaten gehört, rechtsfreier Raum?
Es ist nicht rechtsfreier Raum. Es gibt Also könnte da ein Tanker langfahren und sein Öl reinkippen? Nein, es gibt ganz viel internationale Organisationen, internationale Governance, die Verschiedenes regelt. Aber sie ist nicht in der Lage, einen Schutz oder eine Pflege oder eine Renaturierung oder irgendwas derartiges. Das könnte auch nicht die UNO oder die IUCN oder so machen? Leider nein. Also es gibt natürlich die Meeresbodenbehörde, die erstmal versucht, einen Weg zu finden, dass der zukünftige Metallhunger in irgendeiner Form möglichst wenig zerstörerisch befriedigt wird, wo wir alle noch fragen, wie soll denn das gehen? Aber es gibt die Biodiversität zum Beispiel, der Artenschutz ist dort einfach nicht geregelt. Und das ist also die Chancen, dass das national durch Regulation, durch die Bekenntnis eben der Völker zu ihren Küsten, da ist die Chance einfach höher. Besonders hoch ist sie, wenn man indigenes Wissen, indigene Traditionen, Kultur, des Pflegens, des Gleichgewichtes Mensch-Natur, wenn man die dazu nehmen würde, dann käme man schnell voran, so zeigen Forschungsergebnisse. Es gibt ja einen Begriff, fällt mir gerade ein, den wir am ersten Tag hatten, ne? Das Treuhänderische. Das hatten wir in der Frage um Eigentum und welche Sorgeorientierung damit eigentlich einhergehen sollte. Und es gab ja mal den Trusteeship Council. Also wir haben das mal diskutiert in der Kampagne, wie können wir Meere eigentlich für zukünftige Generationen schützen. Ob das nicht eigentlich eine Institution wäre, aus der Logik heraus, wo man sagt, diese staatenfreien Räume, so war es ja ursprünglich auch mal gedacht, in einer aber wirklich treuhänderischen, Treuhand ist natürlich in Deutschland noch mal ein bisschen anders diskutiert als im internationalen Raum. Also Trusteeship hat da was sehr Positives. Man müsste da, glaube ich, so ein bisschen auf die Sprachbarriere achten. Aber das wäre ja auch eine Suche eben nach einer neuen Institution, die genau das in die DNA geschrieben hat. Ja, und es bräuchte vor allen Dingen Schutz, also so wie wir eben Förster für die Wälder haben, ne? Ranger für die Wälder, sowas bräuchten wir für die Meere und da gibt es eben nichts. Und das hat nicht mal so ein reiches Land wie Deutschland. Nein, wir haben ja unsere Ziele alle verrissen, was die Meere angeht. Also wir kämpfen immer noch, um mit dem Fisch irgendwie klarzukommen. Das sind dramatische Zahlen jetzt aus der Ostsee, was den Kabeljau also den Dorsch nennen die den da ja angeht. Und wir haben es nicht geschafft, weder die Eutrophierung noch alle möglichen anderen Artenindikatoren. Das ist einfach nicht organisiert und das ist auch ein furchtbares Hightech-Problem. Es könnte viel besser laufen über Satellitenüberwachung, aber Länder, die die Meere überhaupt befahren, die Präsenz zeigen, sind ganz wenige. Und die anderen, die bräuchten das alles nicht. Ja, ich frage mich immer, ob das einfach auch gefordert werden muss, einfach von der Zivilgesellschaft. Dass die eben sagen, dass das einfach notwendig ist. Aber damit die sagen, das ist notwendig, muss diese Dringlichkeit erstmal anerkannt werden. Du musst das überhaupt erstmal alles wissen. Ich wusste das ja, nicht. Das ist ja der Punkt. Und all diese Menschen, die da wirklich, du hast es eben gesagt, wie viele Millionen es waren, die wirklich direkt am Wasser leben, für die in 10, 20 Jahren das alles, die wegziehen müssen, wir können es auch Flucht nennen, das bei denen erstmal ankommen zu lassen und denen begreifbar zu machen und da auch wieder die Fantasie in Bewegung zu bringen. Vielleicht wissen es auch ein paar davon, aber viele würden einfach gar nicht mehr nachts schlafen können, wenn die permanent diese Probleme wälzen würden. Das heißt, die verdrängen das vielleicht zum Teil auch. Wenn das verbunden wäre mit Lösungen, mit der Möglichkeit, was man machen kann, dann würde es sich vielleicht auch wie ein Lauffeuer weiter verbreiten. Und dann gäbe es auch den Punkt, wo dann auch so ein Kipppunkt, wo dann vielleicht sich das von selbst automatisch weiterträgt und die wirklich was lösen wollen und das fordern von ihren Regierungen. Aber da sind wir noch nicht. Nee, weil bei uns kam ja mehr gar nicht in der Schule vor. Ne? Und das ist nochmal das, was du auch sagtest mit Fantasie und Kreativität, überhaupt die Idee einzupflanzen. Kinder kommen ja auf die Welt und deswegen mache ich auch so gern Kinderschule oder Kinderuni und sind ja erstmal frei von diesem ganz menschenbezogenen Blick und fragen sich der auch... Der Delfin darf nicht sterben. Genau, Völlig oder klar. der Fisch braucht doch auch ein Gericht, vor das er ziehen kann. Und all diese erstmal naiv klingenden, aber klaren Gedanken gegenüber, wir teilen die Erde mit sehr viel anderem Leben und dieses hat seinen Platz und diesen Platz, den müssen wir auch bereitstellen, da sind wir auch verantwortlich. Das brauchen wir, diese Form von Transzendenz, würde ich mal sagen, dass wir als Menschen verstehen, all dieses nichtmenschliche Leben ist ein Teil unserer Haut, ist ein Teil unseres Seins. Und das zu fühlen, das ist wirklich eine Aufgabe für uns geworden. Ganz kurze Antwort auf eine wichtige Frage, weil das auch eine riesige utopische Frage ist. Bist du dafür, weil du sagst, der Fisch hat keine gerichtliche Vertretung, bist du dafür, dass wir die Natur juristisch ins Recht setzen? Bin ich dafür. Mittlerweile ja. Also da bin ich Laie. Ich versuche mich da voll zu stopfen, wenn ich was lesen kann dazu.
Aber ich hätte gern das Experiment. Und mir scheint es so, es gibt ja einige Beispiele, wo man das ja schon gemacht hat. Ja. Und da ich auch die Menschenrechte so, also die könnte ich immer wieder lesen und freue mich so darüber, das zu lesen als Utopie. Ne? Also ich meine, wir sind ja nicht auf einem Planeten, der die Menschenrechte leben würde, aber sie sind da. Und würde man das erweitern können, und ich bin vor kurzem auch in die Mitgliederversammlung bei UNICEF eingetreten, weil es auch fundamental um Zukunfts- und Kinderrecht dabei geht. Würde man also sozusagen dieses Kinderrecht stärken, würde man das Zukunftsrecht stärken, würde man aber auch das Recht der Natur auf Existenz stärken, dann haben wir uns einen Rahmen für Utopien geschaffen, wo wir viel besser auch noch uns darauf hinarbeiten können. Aber solange es noch nicht mal ein Recht gibt und kein Gericht, was dafür zu Rate zu ziehen ist, ist es ja ganz blöd. Okay. Wir gucken nochmal, wir können gleich nochmal einsteigen. Ich habe dafür viele Kampagnen mal gemacht, eine Zeit lang, in unterschiedlichen Varianten, genau. Aber wir haben natürlich noch 2 Zuschaltungen aus Krems. Mal gucken, was da an weiteren Impulsen kommt. Dieser ist ziemlich gut in das Feuer gegangen. Vielen Dank, auch nochmal nach Kiel. Guten Tag, ich stehe hier in Berlin. Wir befinden uns im Jahr 2050 und neben mir sind 2 Vertreter und eine Vertreterin der Partei Die Zukünfte. Sie haben sich damals im Jahr 2021 bei der Utopie-Konferenz gegründet und berichten uns heute, wie sie den Wandel hin zu einer regenerativen, gerechten Gesellschaft eigentlich geschafft haben. Wir sind ausgegangen von einem Menschenbild, das zum einen lokal ist und zum anderen global, also ein planetares Bewusstsein entwickelt hat. Zum anderen haben wir das Prinzip der Gewaltfreiheit etabliert, wo es eben darum geht, dass wir dem anderen tolerant gegenüber sind und dafür eben Räume für die Selbstentfaltung schaffen. Wir haben als Partei uns nicht so sehr auf die Setzung von Inhalten fokussiert, sondern um die Rahmenbedingungen, dass diese Inhalte von den BürgerInnen erarbeitet werden. Ein Instrument, was da sehr erfolgreich war, war die Einführung davon, dass wir aufbauend auf der Idee der Bürgerräte Zukunftsräte etabliert haben, wo sich die entsprechenden BürgerInnen zu ihren Fragen ihres alltäglichen Lebens zusammenfinden konnten auf regionaler Ebene und über ihre Bedürfnisse in Kontakt gefunden haben und darüber dann Strategien für eine generationengerechte Zukunft verfasst haben. Und das haben wir dann auch entsprechend in einem subsidiären System in unterschiedlichen Ausformulierungen nach oben weiter ausgearbeitet gehabt. Und wir haben Lust auf Utopien gemacht. Wir haben nämlich Leute einfach mal den Raum gegeben zu experimentieren. Wir haben geguckt, was gibt es schon in anderen Gesellschaften für tolle Experimente an utopischen Arten zu leben, haben das auf unser System übertragen und haben geschaut, wie kann das sich integrieren lassen. Wir haben eine ganze Stadt gegründet, in der jetzt Menschen utopisch leben und einfach merken, wie ist es, utopisch zu leben, wie schön kann es sein und dadurch ganz viel Begeisterung entfacht. Und jetzt sehen wir auf eine tolle Zukunft hinaus. Das war sehr optimistisch. Oder? Wo war das? Da will ich jetzt von hin. Berlin, ne? Ich muss dazu fragen, also erstmal, ich liebe Optimismus. Es ist unheimlich schön zu sehen, wie die gebrannt haben dafür. Also 2050 war jetzt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, war da jetzt der Klimawandel schon mit einberechnet, weil Gewaltfreiheit ist ja ausgehend davon, glaube ich, also muss man voraussetzen, dass es vielen Menschen ähnlich gut geht, glaube ich, damit man das vermeiden kann. Und das war, glaube ich, hier ein bisschen rausgerechnet, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, vielleicht muss man nicht alle vielleicht Kollateralschäden bei Utopien. Ich will jetzt gar nicht zynisch sein oder so, ich habe nur, oder ob ich was übersehen habe. Aber ansonsten natürlich wäre das großartig, keine Frage. Aber was ja spannend ist, passt ja super, ne? Weil genau ging es darum, wie kriegen wir die lange Sicht eigentlich ins Heute und wie kommen wir aus dieser Gegenwartsfalle raus und das Mitleben, was kommen möchte nach uns, das war ja ein ganz zentrales Thema. Also wenn ich das nochmal sagen darf, ich glaube, es ist wirklich unglaublich wichtig, vor allem jungen Menschen, Kindern möglichst früh zu vermitteln, wie das alles miteinander zusammenhängt, was unsere Chancen sind und was die Zukunft eben nicht bedeutet. Ich erzähle immer gerne die Geschichte davon, dass bereits bei uns in der Grundschule der Klimawandel ein Thema war. Wir haben darüber gesprochen, das weiß ich. Und es gab dann in den 80ern, irgendwann lag bei meinen Eltern mal so ein Zeitungsartikel, wo so eine Illustration war, also ein gezeichnetes Bild von einer Promenade in Deutschland des Jahres
sagen wir jetzt auch 2030, 2040, mit Palmen, wo Leute in kurzen Hosen lang liefen und der Klimawandel als etwas stilisiert wurde, was unser Leben hier einfach nur schöner macht. Ohne diese Dominoeffekte, ohne Kipppunkte, ohne die ganze Kettenreaktion, ohne Flucht, ohne Leid, ohne Krieg. Und das war so runtergebrochen und das habe ich ich glaube, ich war 14 oder so und habe gedacht, das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Ohne aber wirklich alles wirklich genau den Finger drauflegen zu können. Und erst viel, viel später, weil es war ja auch nach wie vor immer Thema in den letzten 20, 30 Jahren. Und trotzdem ist es ja uns nie so nahe gebracht worden, wie es jetzt, ich sag mal, seit den ersten Hitzesommern wirklich gekommen ist. Also durch auch hier den Ruck der Zivilbevölkerung und vor allem der echt jungen Menschen. Und da muss man echt früh, glaube ich, ansetzen und denen diese Zusammenhänge erklären. Ich merke das auch bei meinen Kindern, die sind 4 und wir haben denen nie irgendwas verboten. Die konnten essen, was sie wollten. Wir essen halt zu Hause kein Fleisch, aber wir haben gesagt, wenn du das so alles... Und die sagen, nee, aber ist da jetzt ein Schwein drin? Ja, da wäre jetzt ein Schwein drin. Nee, also Tiere essen wir nicht. Es ist angelegt, glaube ich, in uns. Es ist da, das Verständnis dafür, das zu begreifen, dass sowas eigentlich keinen Sinn ergibt. Das finde ich total spannend, weil ich bin ja von einigen eher konservativen Medienorganen dann immer wieder, ich war ja nicht die Ökonomin, die international geforscht hat, sondern ich war ja immer die Hippie-Göre vom Land, die jetzt auf einmal irgendwie komischerweise ein Buch geschrieben hat, das finden die Leute auch noch gut, was ist denn da eigentlich falsch gelaufen? Das war ja interessant, wie die Rahmung aus der konservativen Presse da angetreten war. Und immer so dieses, sind sie denn nicht umerzogen worden? Ich meinte ja aber doch nicht mehr, als wo Papa sagt, du musst einen Porsche fahren und du musst ganz viel Fleisch essen, damit du großer, starker Junge wirst. Also was ist denn jetzt die Unterscheidung eigentlich zwischen dem, was mir ein Elternhaus mitgibt als wünschenswert und ein anderes? Und warum ist eines umerziehen und das andere irgendwie normal? Und da fängt es ja schon an, ne? Du lehnst dich ja eigentlich immer auf gegen das, was du von zu Hause mitbekommst. Also meine Eltern haben beide geraucht. Ich will Bankerin werden. Meine Eltern haben beide geraucht. Im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu rauchen. Ich fand das ekelhaft. Also es kann natürlich auch anders sein. Es gibt ja genug wissenschaftliche Belege dafür, dass wenn man aus einem Raucherhaushalt kommt, auch selbst anfängt zu rauchen. Aber es kann auch das Gegenteil der Fall sein. Und ich finde das irgendwie, da gibt es einfach 1000 Möglichkeiten, wie man sich da entwickeln kann. Also. Ich fand bei diesem Impuls eben, um nochmal vom Essen, ich kriege echt Ausschlag, wenn wir am Ende immer in dieser Fleischess- und Hamburger und irgendwas Essdebatte sind. Das finde ich so eine wahnwitzige Nebelkerze auch, sich immer damit zu beschäftigen, was wir jetzt genau essen. Ne? Deswegen würde ich gerne auf diesen Punkt... Aber du isst, was du bist. Du bist, was du isst. Ich will schon noch sagen, fast. Ich esse, was ich bin. Auch Hegel gesagt. Du isst, was du bist, zum Teil auch. Oh Mann, nein. Ich fand das, und das ist ja auch ein paar Mal vorgekommen, diese Frage eben, welche Werte gehen eigentlich Hand in Hand? Ne? Also würden wir eben es schaffen, jetzt utopisch gedacht, für eine bestimmte Art von Freiheit, Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung, dieses Thema, wer bin ich eigentlich in Bezug auf Gender, Liebe, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf alle Menschen sind gleich. Also würden wir es überhaupt als Menschheit mal schaffen, diesen Punkt überwunden zu haben, dass wir eins sind so. Was geht denn da mit? Und das ist wirklich eine Forschungsfrage, wie auch eine einfache Utopiefrage. Kommt da nicht ganz viel mit, wenn wir es schaffen würden, nicht einfach die globalen Gemeingüter zu übernutzen und zu zerstören? Oder andersrum, reicht es, wie es Carola Raketa auch heute Morgen gesagt hat, ist es andersrum? Also wenn wir einfach erstmal lernen würden, uns als eins zu empfinden, würden dann nicht die anderen Werte mitkommen. Und da habe ich vorhin heute Nachmittag ein tolles Treffen gehabt hier mit Chris Welzel, auch von der Leuphana, der ja Vizepräsident vom World Value Survey ist. Und da drinnen steckt ganz viel, wenn man diese Daten anguckt. Wer sind wir und welche Werte haben wir in welcher Gemeinschaft, wo man lernen kann, was korreliert miteinander. Und es geht da ist, glaube ich, etwas, was uns alle beschäftigen sollte und was zur Utopie gehört, dass das zusammengeht. Ja. Also die Menschen als Einheit sehen, auch zu verstehen, dass das, was wir hier tun, von was wir leben, fundamental den anderen woanders betrifft, und zwar jetzt auch. Ne? Wenn wir das lernen würden und fühlen könnten, dann hätten wir auch eine Kraft gewonnen, besser mit unseren Entscheidungen umzugehen. Und natürlich gehört dann auch Essen dazu, das will ich hier gar nicht verleugnen. Du hast jetzt zweimal, finde ich, einmal mit dem uns vorstellen, wie es die Koralle hat, und jetzt mit diesem Beispiel wieder eigentlich einen TÜV für die Liberalen aufgesetzt. Wer das nicht einmal gemacht hat, darf sich vorher nicht liberal nennen, bevor er über Freiheit redet. Also ich finde dieses erst sich in die anderen reinversetzen und was hat meine Aktivität damit zu tun, das sollte Voraussetzung sein für all die dann Freiheit als liberales Konzept deklarieren. Das würde uns, glaube ich, auch einen Riesenschritt nach vorne bringen. Also dass ich diese Freiheit zu und Freiheit von wenigstens miteinander in Resonanz bringen soll.
Sollen wir noch mal eben gucken, dass wir den letzten Impuls noch mit aufnehmen? Vielleicht ist es ja wieder so ein Zufallstreffer. Regie sagt ja. Okay, alles klar, geht los. Ja, einen schönen guten Abend. Wir melden uns hier aus dem Utopie-Camp der Filmuniversität Potsdam. Und wir haben hart gearbeitet zum Thema Arbeit 4.0. Und wir haben die spannende heutige Diskussion in 10 Kernthesen zusammengefasst. Erstens, menschenunwürdige Arbeiten werden zukünftig durch KI und Maschinen erledigt. Arbeit wird räumlich und zeitlich entkoppelt. Wir entscheiden. Drittens, Job-Rotations über Branchen- und Unternehmensgrenzen hinweg werden zum neuen Normal der Arbeitswelt 4.0. These 4. Arbeitsteams der Zukunft werden mehr denn je vernetzt, divers und interdisziplinär zusammengestellt. Arbeitsstätten und Arbeitsprozesse berücksichtigen den ökologischen Fußabdruck mehr denn je. Sechstens, Fortschritt in der Arbeitsproduktivität eröffnet neue Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Siebtens, die Notwendigkeit zur Existenzsicherung durch Arbeit wird entfallen. Achtens, Leadership und Empowerment werden zu den wichtigsten Werten. Neuntens, Eigentum und Besitz werden neu definiert. Eigentum wird zu ehrbarem Vermögen und Buddenbrock 4.0 wird das neue Narrativ der Reichen. Schließlich These 10. Einkommensanteile aus Arbeit und Kapitalvermögen werden sich angleichen. 10 Thesen zur Zukunft der Arbeit, verdichtet auf 3 Punkte. Mehr Gerechtigkeit, Slowdown und ökologische Nachhaltigkeit. Unser Projekt ist das Art for Future Lab der Filmuniversität Babelsberg. Im Art for Future Lab werden ko-kreativ kurze Szenen für das Jahr 2050 entwickelt. Diese werden visualisiert und in einem Online-Museum präsentiert. Das Thema utopisch arbeiten wird Ausgangspunkt für den Workshop beim Impact Festival im September sein. Super, freue ich mich. Bei dem Festival bin ich auch. Aber was ist menschenunwürdiges Arbeiten? Super, danke schön. Ja, das war genau die Frage, die ich stellen wollte. Ja, wer definiert das? Na, schieß los, wenn das in euch so einen Impuls auslöst. Naja, das ist die Arbeit, die keiner freiwillig machen würde. Das ist relativ einfach zu sagen. Menschenunwürdiges Arbeiten hat eine lange Tradition, die zurückgeht in die Antike. Das, was der freie Bürger nicht tun wollte, Labor. Ja, das war die Sklavenarbeit. Travail, Trabajo. Ja, das heißt, angekettet sein, an das Kreuz der Arbeit geschlagen zu sein. Diese Art von Arbeit. Ich bin kritisch. Ich habe gerade war ich mal wieder in einem Altersheim und habe mich gefragt, wie eben ist das, weil es ja diese Faszination mit Robotern, Pflegen, alte Menschen gibt oder uns, wenn wir alt sind. Ist das menschenwürdiges Arbeiten, wenn man jemanden in den Arsch putzen muss? Das habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Arbeit, die da nicht drunter fällt. Weil es Menschen gibt, die das machen würden, wenn es besser bezahlt wird. Die machen es ja auch schon, wenn es schlecht bezahlt wird. Also erstmal ist halt die Frage, Müll aufsammeln von der Straße kann man bis zum gewissen Grad auch freiwillig machen. Es gibt genug Leute, Rentner, die machen den Park sauber, weil sie ihn einfach dann schöner finden. Die empfinden ja das, was sie tun, in dem Moment nicht als menschenunwürdig, sondern menschenunwürdig ist die Arbeit ja unter der Voraussetzung, dass ich sie freiwillig niemals machen muss und nur aus einem existenziellen Zwang heraus mache. Also die Klofrau, die da sitzt und die Klos putzt, die macht das wahrscheinlich nicht, weil sie es eine Form von Selbstverwirklichung darin sieht oder weil sie denkt, naja, ist doch wichtig, dass das einer macht, dann mache ich das jetzt mal. Also das wäre zum Beispiel eine Arbeit, würde ich sagen, die höchstwahrscheinlich nicht mehr da ist. Aber die Frage ist, wir definieren das nicht von der Tätigkeit aus, sondern wir definieren es von der Motivation aus. Ja. Aber das finde ich spannend, weil ich habe ja eine Zeit lang während meiner Doktorarbeit von diesem vielen Lesen total zu viel gekriegt und mein Glücksmoment war immer, als ich richtig Pferdescheiße aus der Box schippen durfte. Also ich glaube, das hat schon auch eher damit Dosierung zum Teil zu tun und ich glaube, es würde also so ein freiwilliges soziales Jahr oder eine bestimmte Zeit lang mal einem Kleinkind gedient zu haben, das würde, glaube ich, sehr viel Führungskompetenz dann auch für große DAX-orientierte Unternehmen mit sich bringen. Also dieses dienende Momentum, was du ja auch in dem schon angesprochen hast, vor dem drücken wir uns ja auch ganz gerne. Ich bin mal ich habe eine Veränderung erfahren. Einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, nach 1,5 Jahren nicht im Kino gewesen, war Nomadland. Und der Film, der ist ja natürlich eine riesige Ode an Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung und das Reisen, aber auch an einfach zugängliche Arbeit, die wir als unwürdig auch bezeichnen würden. Irgendwas einpacken, dafür ein paar Pennies bekommen. Aber mir ist nochmal klar geworden, in dieser Biografie so vieler Menschen,
überhaupt die Existenz zu sichern, indem ich für was gebraucht werde, indem ich eine Tätigkeit ausübe, die für andere wichtig ist. Ich finde wirklich, und das war ja auch bei euch immer wieder Thema, in fast jedem Beitrag, was ist eigentlich Arbeit und wie sehr ist Arbeit in uns drin und wie realisieren wir das und steckt nicht gerade in dieser Pflege der Gemeingüter, für die wir nichts übrig haben bisher, steckt da nicht eine völlig neue Lösung und ein neuer Gedanke drin, wie man auch zu gutem Arbeiten kommt. Also ein Problem liegt ja daran, Arbeit und Erwerbsarbeit gleichzusetzen. Ja? Also Erwerbsarbeit steckt im Menschen nicht drin. Also da gibt es nicht die geringsten Indiz davon. Und es ist auch sehr interessant, wenn man heute einen paläoanthropologischen Blick wirft, ja, wie das heute die Experten machen. Die allergrößten Teil haben die Leute nichts gemacht. Wir haben nicht von morgens bis abends gearbeitet. Das fängt ja überhaupt erst mit Ackerbau und Viehzucht an. Das ist übrigens genauso in der Serengeti. Also nur die Pflanzenfresser arbeiten den ganzen Tag im Sinne von Fressen. Ja, und alle anderen, sie haben den allergrößten Teil Mußezeit und eine relativ kleiner Zeit dient dem Nahrungserwerb. Und das Interessante ist eben, dass unsere Vorstellung von Arbeit als Selbstverwirklichung eine ganz, ganz merkwürdig späte Konstruktion ist. Haben zwei einander widerstreitende Bedeutungen. Eine Arbeit, auf die ich stolz bin und stolz sein kann, und eine Arbeit, die ich unter Zwang und unter Notwendigkeit tue. Also freie Arbeit und notwendige Arbeit künstlich in den Begriff der Arbeit zusammengepackt. Und das müssen wir wieder auseinanderzerren. Wir haben jetzt, glaube ich, eher so die Schlussrunde erreicht. Aber ich muss, immer wenn es spannend wird. Ja, wichtiges utopisches Projekt. Ja, aber ich muss gerade ganz kurz einen Einwand geben, weil im Englischen ist ja I'm going into labor, ich werde jetzt ein Kind gebären. Ich würde das ganz gerne als sehr lebensdienliche Beschäftigung auch mit in den Raum setzen. Was möchtet ihr an diesem Punkt? Ich finde, also ich gehe jetzt irgendwie so ganz inspiriert hier raus. Gibt es noch irgendetwas, was ihr mit rausnehmen seid? Wie verwandeln wir die 20er Jahre in ein utopisches Momentum? Was ist dein persönlicher Wunsch, Kipppunkt? Egal, ob eine Bundesregierung da jetzt irgendwie hilft oder nicht, für die nächsten 2 Jahre. Wow. Wie viel Zeit habe ich? Also, du darfst nachher auf Twitter noch nachliefern. Ich werde nachliefern. Ich weiß nicht, ob es zu 100% passt. Mir ist viel daran gelegen, andere Bubbles zu erreichen. Einfach rauszukommen aus dem, wovon wir alle denken. Also wir können jetzt hier über all diese Themen reden und das ist gut und das ist wichtig und uns hören Menschen zu und da sind viele tolle Ideen bei, aber am Ende erreicht es wieder ganz viele nicht, für die das schon ins Esoterische reingeht, über sowas zu sprechen, wo die sagen, ja, hier die feinen Herrschaften in ihrer linksliberalen Welt und was die sich da alles ausmalen, während ich hier in meine Autowerkstatt rackern muss. Man muss da hinkommen und ich merke immer wieder, weil ich einfach Austausch habe mit so vielen Leuten, die jetzt einfach nur da sind, um sich diese Witze anzugucken und da sind von bis bei, auch altersmäßig. Und dann schreibe ich mit Menschen, wo ich merke, okay, deren Alltagsrealität ist einfach nochmal ganz anders. Da muss ich anders rangehen, dem zu erklären, was mein Punkt ist, worum es mir eigentlich geht. Das Vermittelnde, das drauf Zugehende, das nicht gleich davon ausgehen, der will mir nicht zuhören. Ich habe wirklich jetzt über die Jahre, die ich mich auf Social Media bewege, gelernt, wann ich auch sage, der ist verloren. Das hat keinen Sinn. Ich spüre hier eine Haltung hinter, der ist einfach Rassist, vergiss es. Du kannst hier nicht mehr mit Argumenten kommen. Der weiß das, es interessiert ihn nicht, der möchte nicht so denken. Und dann gibt es die Leute, wo ich merke, okay, ich habe halt immer CDU gewählt, ne, meine Eltern haben CDU gewählt, und dann merkst du, der hat einfach noch nie das Programm gelesen. Der hat sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Und einfach nur, weil ich so ein Video von Rezo teile, wo man dann wirklich merkt, der denkt sich, ja, jetzt gucke ich mir den Spinner mit den blauen Haaren mal an. Und dann ist es ja doch unterhaltsam und es ist ja belegt und es ist einfach alles drin, was man halt wissen muss über diese Partei und dass sie eben ihre Chance hatte und sie nicht genutzt hat und dass das dann auch bei solchen Leuten ankommt, die das eigentlich sonst nie geguckt hätten. Raus aus den Bubbles, versuchen zu vermitteln. Es ist ganz viel Wunsch da, was zu verändern. Es ist ganz viel eigentlich der Wunsch, da diese Inhalte aufzunehmen, weil viele haben es längst begriffen, aber es findet in deren Umfeld nicht statt. Und da würde ich unheimlich gerne hinkommen. Ich fand Totenlost inkompetent und authentisch inkompetent. Totenlost sein Großvater. Und authentisch inkompetent fand ich aber auch einen sehr schönen gesichtswahrenden Begriff. Ja, Antje. Ach ja, ich würde es wirklich gerne schaffen, dass unser Wissen, dass wir das Wissen wirklich platzieren können und dass wir es schaffen können, das vielfältige Wissen einfach besser zu nutzen, um die Zukunft zu bauen. Und da gibt es so viel zu tun und auch, was mich an der Wissenschaft selber auch so beschäftigt, ist, warum nehmen wir das einfach hin, dass wir in so eine Ecke gestellt worden sind, wo diese Zusammenarbeit des Denkens, das systemische Denken und Forschen, der Streit, den es auch dazu braucht, die Klärung von Begriffen,
das Teilen, das Debattieren, warum ist das alles so schwierig und so holperig? Und das ist halt das, was ich kann. Ich kann jetzt auch nicht so viel beitragen, aber ich könnte weiterhin dafür kämpfen, dass unser Wissen einfach rauskommt in den Raum und mit so vielen Menschen wie möglich geteilt wird. Vor allem die Ökonomen müssen wir mitnehmen, weil die Öffnung des Möglichkeitsraums aus der Perspektive ist, glaube ich, ziemlich relevant. Ja, also ganz viel und auch mit den verschiedenen Menschen, die sich für ihr Leben und ihre Arbeit in die Politik geben. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was man da auch erleiden muss, erdulden muss, wie man da arbeitet und wie kommen wir da zu einem besseren Dialog. Das interessiert mich auch brennend. Mhm. Soll ich erst und dann machst du den Sack rund? Okay. Aber darf ich noch mal eins am Ende sagen, weil Utopie, ich will jetzt noch mal, aber trotzdem, weil ich auch hier bin, weil ich Meeresforscherin bin, sagen, in Wirklichkeit also ist es eine Dystopie, was da vor uns steht. Ne? Und wir müssen natürlich lachen und feiern und Zelte bauen und alles mögliche, und wieder jetzt gekommen ist, was noch nicht da drin ist. Es ist so, dass wir zu sagen, dass es gut, richtig und wichtig ist, Angst um die Zukunft zu haben, aber keine Angst vor Ideen. Genau. Schön. Genau. Und den Möglichkeitsraum schon realistisch und trotzdem sehr kreativ zu stecken. Ich denke, das waren doch die richtigen Schlussworte. Also, da bleibt uns ja nichts anderes übrig, genau. Maja, als darauf hinzuweisen, dass das nicht die letzte Utopie-Konferenz gewesen ist. Die 20er Jahre haben ja noch ein paar Unterjahre, ne? Und deshalb nächstes 22 sind wir wieder da, ne? Sind wir wieder da. Ja. Es gibt sogar schon, soweit ich weiß, ein festes Datum. Oh ja, Anfang September. Ich glaube auch 30. August bis 2. September, wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache. Kriegen wir ein Zeichen aus der Regie? Ja, also ich denke, wir sind ziemlich richtig drin. Wir melden uns da sehen wir uns alle wieder. Und wir werden dieses Wir, von dem Eva von Redeker sagte, das ist leider vielleicht nur 0,4%. Das machen wir groß. Das sollte aber bis dahin auch von 0,4% auf 0,6 gewachsen sein und nach der Utopie-Konferenz auf 0,8. Und wenn wir so weitermachen, schaffen wir das. Runden wir einfach auf. Wir arbeiten an dem sozialen Kipppunkt, wo wir schwupp auf einmal exponentiell. Mit einem Mal geht das exponentiell nach oben. Alles klar. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an all diejenigen, die uns diese Impulse auch heute nochmal wirklich so passend reingeschickt haben. Und schönen Abend. Tschüss. you.